Atho prichami samsiddhim yoginam param gurum purushasya yat karyam mriyamanasya sarvata. Atho prichami samsiddhim yoginam param gurum purushasya yat karyam mriyamanasya sarvata. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada hat gesagt, dass wir in der Welt nicht für lange Zeit leben. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada hat gesagt, also in Kürze verlassen wir die materielle Welt. So, was du willst und was du nicht willst, das musst du wissen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada hat gesagt, dass nach dem Tod, was für Situationen wir antreffen werden, über das soll man immer und immer wieder nachdenken. Nach dem Tod, wohin gehen wir, was wird passieren? Also die Investigation in uns selber, das Nachfragen soll immer da sein. Srila Pariksit Maharaja, der Bhagavatam, also er fragt die Frage vor dem Paramahamsa Höchsten Sukadev Gosvami. Also Sukadev Goswami ist derjenige, was die Antwort beantwortet mit dem Vers, wo er angefangen hat. Das ist ganz ein wichtiger Vers. Jivosya tattva jigyasa, until and unless you grow this kind of self-inquiry. Also du musst das entwickeln, dass du selber nachfragst über was in deinem Leben wichtig ist. Wenn du nicht anfängst zu fragen, nachher ist es wertlos, wenn die Frage dir nicht stellst. Pariksit Maharaja, der hat dem verstanden, dass er jetzt in 7 Tagen von der materiellen Welt gehen wird. Er hat keine Zeit mehr. Aber für uns ist keine Zeit. Wir wissen nicht, dass wir jetzt genau an dem oder dem Tag sterben. Oder wir leben so und so lang. Exakt 100 oder 80 oder 60 Jahre. Wir haben keine Garantie für das. Aber Pariksit Maharaja, der hat eben das vorausgesagt gekriegt, dass er in 7 Tagen stirbt. So Pariksit Maharaja hat sich entschieden, alles aufzugeben, sein ganzes Königreich und alles, was dazu gehört, wie du unnötige Sachen aufgibst, wie Müll, was du wegwirfst. Er wollte sich nur mehr auf die Lotusfüße von Krishna zu konzentrieren und ist dann ans Ufer der Gange nach Suktal gekommen. Und er sitzt jetzt dort, bis er den Körper verlässt. Also er will eben die letzte Zeit jetzt so verbringen, dass er nachfragt, was er jetzt das Beste in dem Moment ist, dass es wirklich seine Zeit genau richtig verwendet. Alle anderen Sadhus und Heiligen sind auch schon dort angekommen. Und Krishna Bhagavan, er liebt Pariksit Maharaja sehr und er wird in Kürze senden.
Und die Munis und Rishis, die warten jetzt alle mit ihm. So now we are going to discuss this point. Which point? So, jetzt starten wir mit dem Punkt. Actually, Pariksit Maharaj putting this question. So, Pariksit Maharaja stellt jetzt die Frage vom Jagadguru Paramahamsa Shrestha Sukadev Gosvami. Was für Frage hat er gestellt? Yoginaham param guru purushasya hayat karyam mriyamahanusya sarvata. So, Pariksit Maharaj speaking, life is uncertain. Also Pariksit Maharaj weiß, damit das Leben unsicher ist, damit man in jedem Moment sterben kann. Also es ist keine Möglichkeit, dem Tod aus dem Weg zu gehen. Das ist ein Muss, das wird kommen auf jeden Fall. Das ist warum, wenn wir uns die Situationen hier und da anschauen, Pritchami, also ich frage dich, weil du eben der höchste spirituelle Lehrer bist. Alle Yogis, das ist ein offenes Wort, das beinhaltet Yoga, Karma Yoga, Gyan Yoga. Das ist ein offenes Wort. Also auch Bhakti Yoga ist mit einbegriffen. So Yoga bedeutet, damit du in Beziehung mit dem Höchsten Herrn kommst. Das bedeutet Yoga. Durch Karma Yoga, Gyan Yoga, Dhyana Yoga, aber Bhakti Yoga ist das Höchste. Who is speaking? Kopilji Maharaj speaking. So now, actually, Pariksit Maharaj speaking, you are Yoginam Param Guru. So Pariksit Maharaj, der spricht ihn jetzt an mit, dass er eben der höchste Yogi ist. Und ich bin nicht interessiert, Siddhi, Perfektion zu kriegen, sondern Samsiddhi. Weil Siddhi bedeutet 8 verschiedene spirituelle Ziele, so wie Lagima, Mahima, aber das will der Pariksit Maharaj nicht. Er will Samyak Siddhi, also die höchste Perfektion, 100% Perfektion. Samsiddhi, also das höchste Ziel, das will er erreichen. Nicht irgendein bevorstehendes und auf einer unteren Stufe ein Ziel. Also da ist nur Bhakti die einzigste Möglichkeit, das zu erreichen. Grundlose, ohne Grund Bhakti auszuführen. Durch das kann man das erreichen, das Samsiddhi. So, Pariksit Maharaj, der ist eben jetzt sehr interessiert, die Perfektion zu erlangen. Purush bedeutet Jivatma, also der was einen materiellen Körper haben. Das ist ein Purush Atma. So der Purush Atma, was ist das höchste Sadhana? Yat Karyam bedeutet also nicht materielle Welt. Karya bedeutet, dass es nicht materiell ist. Karya bedeutet Bhajan-Stimmung, die Stimmung des Bhajan. Weil wir jetzt sterben und die Menschen sind sterblich. Also was kannst du jetzt beschreiben, welche Sadhana, welche spirituelle Praxis ist das Beste jetzt? So after that, Pariksit Maharaj passing this kind of beautiful remark, wonderful remark. Also dann Smartabhyo bhajanyam va buruhi yadva vipariyam. Sagt jetzt Pariksit Maharaj. What kind of bhajan we should do? Also was für Bhajan sollen wir machen? Negative and positive aspect. Also negativ und positiven Aspekt. If I don't know the darkness, also wenn du nicht über die Dunkelheit Bescheid weißt und kennst, dann kannst du das Licht auch nicht wirklich verehren, weil du dann nicht den Ruhm des Lichtes wirklich verstehst. Das ist warum du musst eben zuerst
du musst positiv und negativ sprechen, damit ich das ganz vollkommen verstehen kann und die richtige Schlussfolgerung daraus ziehen kann. Und zwar Srila Sukadev Gosvami going to, praise very greatly. Sukadev Goswami also jetzt glorifiziert Sukadev Goswami seinen Schüler. Also er ist sehr froh, dass er jetzt so ein Schüler zu ihm kommt. Also Pariksit Maharaja ist der Höchste in der Liste von den Vaishnavas, er ist, die was hören, was speziell hören. Also er fühlt sich er ist sehr froh, dass er so einen Schüler hat. Second canto. First odhya. Sisukuvacho Varyane sate prashno kito loko hitam nipa Atmavid sanmataho pungsam sartovyadisu yaparaha Varyan esho te prashno. Your question is deine Frage, das ist die sehr ausgezeichnete Frage. Because by you are putting question, and through this question, the whole world can get benefit. Weil durch die Frage kann die ganze Welt einen Benefit, einen Nutzen draus ziehen. Weil du stellst die Frage auch für alle anderen Leute. Die Frage ist keine normale Frage. Das ist eine Frage, die was jeden betrifft. Also es ist eine internationale Frage, eine ewige Frage. Die Frage, die kann sich jeder, Millionen von Leuten müssen sich die Frage stellen. Aber warum stellen sie sich denn? Das ist das Eigenartige. Normalerweise müsste die Frage kommen von allen Leuten in der materiellen Welt, aber es kommt nicht auf in ihnen die Frage. Warum? Weil eine große Illusion, die Maya, ist da. Und deswegen hat keiner irgendwie fragt nach, was ihn über das sei selbst, wie er aus der Verstrickung rausgehen kann. Also alle Weisen, alle Heiligen, die stellen sich die Frage und die wissen die Frage 100%. So Atmavid, die was Bescheid wissen über das Atma, über die Seele. Also wir sind sehr offen, um jetzt das zu hören. Es gibt so viele Sachen, über die du eben hören kannst, so viele Klassen, so viele Professoren, so viele Weise oder Heilige im Namen, die was sich als Heilige ausgeben, die wollen da Ratschläge geben. Baba, so viel, das und das. Also es sind so viele Sachen, was du besprechen kannst. Aber wir sind nicht interessiert in das. Wir wollen nur hören über die absolute Wahrheit, die von den reinen Vaishnavas. Weil das Bhagavat ist nicht unser Property. Das ist die Property von den Paramahamsa Vaishnavas. Srimad Bhagavatam Purana Tilakam
Also die, was reine Vaishnavas haben, für die ist es der Schatz, der einzigste Schatz in deinem Leben, ist das Srimad Bhagavatam. Die ganze Welt, die schlaft nur und isst. Die ganze Welt, die ist nur absorbiert in Schlafen und Essen. Das ist, was die machen. Den ganzen Tag. Also das Leben, es vergeht auf die Art und Weise. Sukadev Gosvami gibt jetzt ein wunderbares Beispiel, um ein Bild zu machen von unserem Leben. Also wirklich, was machen wir in der Nacht? Wir schlafen wie ein toter Mann in der Nacht. Nidraya hridaya naktam. Also die Nacht, die verfällt durch Schlafen. Also die vergeht durch Schlafen. 10 Stunden, 11 Stunden, 12 Stunden vergehen durch Schlafen. Aber wirklich ein guter Sadhu, ein perfekter Sadhu, der nimmt nicht mehr Rast als wie 4 Stunden. 4 Stunden kann man das ist erlaubt, zu rasten. Also Krishna Das Babaji Maharaj, der wollte niemals Rast nehmen. Also der will Tag und Nacht Bhajan machen. Also wir wollen in der Nacht schlafen wir und untertags wollen wir uns vergnügen. So, Matayena bedeutet materielles Vergnügen, also von Mann und Frau. Auf dem Weg, sagen wir mal, vergeht uns unsere ganze Zeit. Sagen wir, wir leben 60 Jahre, so durch Schlafen vergeht schon die Hälfte. Und durch das Vergnügen sogar mehr. Also wenn du perfekte Kalkulation machst, dann wirst du vorfinden, dass mehr als wie die Hälfte geht verloren. Also durch das Vergnügen von Mann und Frau und so viele Dinge, was mit dem zusammenhängen. Also Prahlad Maharaj spricht. Sukham hetucham. So, nidraya hetanaktam bebbaina chabava and divacha arthe haya. Rajan kutumba bharanenava. Diva means daytime. Also Diva bedeutet Tag. Am Tag, was tun wir? Wir gehen Geld verdienen. Wir wollen viele Artikel für unser Vergnügen ansammeln. Auf große Art und Weise sammeln und sammeln. Also Geld, Anwesen, um eben irgendwas für unser materielles Leben zum Vergnügen zu kriegen. Oder wir beschäftigen uns mit unserer Verwandten in verschiedene Angelegenheiten, Kinder und Familie. Und so geht die ganze Zeit verloren. Also Sukadev Goswami, der antwortet denen, die sind so dumm, weil die können sehen, dass das die Kondition von der Welt ist. Der Körper, die Kinder, die Frau,
Das seien eigentlich wie Soldaten, die was dann immer attackieren. Also das ist nichts Ewiges. Die verlassen all die Welt, aber die versuchen mich immer und immer wieder in Schwierigkeiten zu bringen, um irgendeine extra Fazilität für ihr Leben zu kriegen. Oh Vater, gib mir das, ich brauche ein Auto, ich brauche das. Und der Vater ist dann in Probleme, er hat kein Geld, woher kriegt er das? Er kann das machen, ich bin ein armer Mann. Und der Bub sagt, nein, ich brauche das. Oder die Tochter sagt, ich brauche den Sari. Und die Sachen. Und der Vater, der schaut dann, dass er die Sachen herkriegt. So, er wird dauernd attackiert. Also die geben Druck an den Vater, an die Person. Oder an den Ehemann, die Frau an den Ehemann. Und in Kürze stirbt man. Nachher kommt Krankheit auch noch dazu, hat der hohen Zucker und Kreislaufprobleme, nachher stirbt er. Also die sehen, aber in Wirklichkeit sind sie so blind. Die sehen, was vor sich geht, aber die können nicht wirklich sehen. Sie schauen, aber können nicht sehen. Das ist der Trugschluss. So, was ist dann der wirkliche Ratschlag? If you can get this benefit, that while you are going to die, you can remember Supreme Lord, Narayana or Krishna, that is the actual. Also wenn du die an Narayan erinnern kannst, dann kann man verstehen, dass du Satsanga gemacht hast. Und das ist das Beste. Aber wenn du ausgehst und dein materielles Leben in dem vergnügst, nachher weiß man, dass du nicht Sadhusanga hast. Und du vergeudest dein Leben. Sadhusanga Sarvasiddhi Hoi, also eine Sekunde, eine Fraktion von der Sekunde, das kann dir den höchsten Benefit geben, das kann da sogar die Lotusfüße von Krishna geben. Aber wir kriegen das nicht. Warum? Weil wir eben nicht wirklich Satsanga betreiben. Now actually, Sukadev Goswami is speaking, that is, you see, Je etat nibritvamananam ichchatam akuto bhayam yoginam nipunirnitam harer namanu kirtanam. So, die werden alles andere aufgeben. You must remember this. Number 11. Etad nibritvamananam ichchatam akuto bhayam yoginam nipunirnitam harer namanu kirtanam. Harer Namanu Kirtanam Yoginam Nipanirnitam Harer Namanu Kirtanam Etat Nibritvamananam Ichchatam Akuto Bhayam Yoginam Nipanirnitam Harer Namanu Kirtanam. Sukadev Goswami is speaking, Etat Nibritvamananam Ichchatam Akuto Bhayam. To get solution, to get exact, is the exact prescription, medicine. Also das ist jetzt die exakte Medizin, der Vers. Etat nivityamanam. Also diejenigen, die was in Kreislauf von Geburt und Tod stoppen wollen, etat nivityamanam. Also die, was nicht interessiert sein in materielles Vergnügen, Nibritti und Pravriti. Pravriti bedeutet, also dass du nach deinem Instinkt gehst. Du machst einfach, was dir so einfällt. Also was dir deine Sinne sagen, das machst du, da rennst du nach wie ein Hund.
Das nennt sich Pravritti und Nivritti. Also ist derjenige, der was sagt, stopp, das brauche ich nicht. Und da ist jetzt Etat Nivrittamanyam. Also die, was total furchtlos werden wollen, also auf angstfreies Leben haben wollen, dann, wenn man die Lotusfüße von Gauranga, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, akzeptiert, also wir wollen die Lotusfüße akzeptieren von Chaitanya Mahaprabhu. In die Shastra findet man den Ratschlag, also die materiellen Leute, die sind alle dumm. So, wenn die nicht die Lotusfüße von Krishna akzeptieren, dann ist es 100% garantiert, damit das Idioten sein. No angri tema vayam prabhinita loka. Prabhinita mana? Prabhinita matlab prakishtha rupena vrinite. Prakishtha rupen, not vrinite mean accept. From heart. You will have to accept the lotus feet of Krishna from heart. That is called prabhinita. Vrinite mean varan kara. To accept. Vinite means to accept. Varankara, to accept. And prabhinite means to accept from heart. Prabhinite. Till then, you can feel fear all the time about your liquid money, or any property you have, moving on. Actually, you see, you can feel always fear. Suhit nimittam, you love your wife, you are feeling fear, my wife is, sick. Sometimes she can go away from this material world. This way, all the time you are fearful. You are not fear-free. So, jetzt war gerade eine Stunde. Wir sind immer in Angst. Weil die Frau geht oder der stirbt oder das. Aber der ultimate Advice ist, dass du Sankirtan machst. Harinam Sankirtan ist der einzigste Ausweg aus dem Harinam Anukirtan. Also die, was realisiert, das sollen Seelen sein. Die wollen immer Beziehung haben mit dem Höchsten Herrn. So, Narada ist auch Bhakti-Yogi. So, die sind alle zusammen, die erklären dieselbe Sache. Harinam Anukirtanam. Nicht nur Kirtanam, das bedeutet, du hast falsches Ego, dass du Bhagavad Gita machst. So, wer bist du, dass du Bhagavad Gita sprechen kannst? Bhagavad Gita ist Krishna selber. Wir können nicht auf die Art und Weise sprechen. Wir können chanten, wir können sprechen. Ja. Harinam Anukirtanam. Also es bedeutet unter der Führung von Guru Varga können wir die Möglichkeit haben, den Ruhm zu singen. Unserer ist Shrota Banta. Also wir können nicht Vanity, ein falsches Ego.
Unser Weg ist Shrotapanta. So wie wir hören von unserem Guru Vargas, das Siddhanta, dem folgen wir. Und so singen wir und so hören wir. Nach dem nach, so wie Srila Prabhupada gesagt hat, Srila Gosvami, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Param Puchapad Keshav Goswami Maharaj gesprochen hat. So, wir singen unter der Führung. Also man kann nicht selber einfach irgendeine Siddhanta, irgendeine Schlussfolgerung erfinden. Alles, was man machen kann, ist, dass man Guru komplett vollkommen folgt. Dann kann alles gemacht werden. Dann ist es ausgezeichnet. Ansonsten kann man es vergessen. Also wenn du eine ganz kurze Zeit lebst, also wir können trotzdem Ehre auch dem kurzen Leben geben, wenn wir das in Krishna Bhajan einteilen. Also wenn du 100 Jahre lebst, aber du kein Bhajan machst, so was ist dann der Nutzen von dem? Es ist wertlos. Deswegen Pariksit Maharaja spricht, also wenn man auf eine lange Zeit lebt, was ist dann der Nutzen von dem, wenn man sich nicht in Krishna Bhajan beteiligt. Aber wenn du eine kurze Zeit lebst und du wirklich solide Bhakti ausführst, nachher bist du erfolgreich. Warum zum Beispiel Katanga Raja? Das ist das Beispiel dafür. Der hat nur, also war sehr machtvoll und die Demigötter, die Halbgötter haben Katanga Raja eingeladen, um ihm zu helfen, weil die Dämonen sie attackiert haben und er hat gekämpft mit den Dämonen und die Dämonen sind alle geflüchtet weg und die Halbgötter sind sehr glücklich gewesen. Also wir können da eine Segnung geben für das. Und nachher sagt er, bevor ich jetzt wirklich eine Segnung von euch annehme, da frage ich bitte nach und gebt mir die Antwort, wie lange habe ich noch zu leben? Und nachher werde ich mir entscheiden, was für Segnungen ich nehme. Könnt ihr mir das sagen, die Kalkulation von meinem Leben? Und die Halbgötter sagen dann, du stirbst, du hast eine ganz kurze Zeit noch, es sind noch 48 Stunden übrig. Also wenn ich dich frage, was ist die mathematische Kalkulation von deinem Leben, kannst du das sagen? Kannst du das sagen? Nein, kannst du nicht sagen. Warum nicht? Also wir werden eine gewisse Zeit leben, ein Jahr, ein Monat oder also für Monate, für Sekunden. Wie lange leben wir jetzt? Eine Fraktion von der Sekunden. 60 Jahre, 2 Monate, die exakte Kalkulation. Also eine Woche, ein Tag, 5 Stunden, Sekunden. Also das ist die Kondition vom Leben, mathematisch. Und Katanga, also Katanga Raj war sehr clever, weil eben sie ihn gefragt haben, du kannst immer Benediktion, eine Segnung jetzt kriegen, aber eben zuerst wollte er wissen, seine Lebensspanne, also wie lange lebt er wirklich. Und jetzt haben sie gesagt, er lebt nur auf 48 Stunden und hat er gesagt, okay, ich brauche nichts, ich will nur, dass ich mich an die Lotusfüße an Krishna konzentrieren kann. Und hat er alles verlassen und hat es gemacht.
Pariksit Maharaja hat die ganze Welt regiert, Prithu Maharaj genauso. Ambarish Maharaj, der hat die ganze Welt regiert. Also das waren solche Könige zu der Zeit. Die haben nicht nur einen Teil regiert, sondern die ganze Welt, aber haben alles verlassen. Die haben kein falsches Ego trotzdem, obwohl sie so hohe Könige sind. Kadanga Muni, der hat die ganze Welt regiert zu der Zeit. Also er wollte sich dann nur mehr an die Lotusfüße auf Krishna konzentrieren. Wenn er eben die Zeit erfahren hat, wie lange er lebt, 48 Stunden. Also Murta bedeutet 24 Stunden sind mehr als genug. Muhurtat sarvam utsijya gatavan avayam harim. So within very short time, Katangaraja leave everything. So innerhalb von einer kurzen Zeit hat er alles verlassen. Der König Katanga. Attachment or detachment, this kind of attachment means not. Also es ist wie ein Knoten in deinem Herzen, Anhaftung. Also die, was große Sadhus sind, so wie Bhaktisiddhanta, Sarasvati, Prabhupada, der hat 64 Tempel, aber er hat keine Anhaftungen an irgendwas. Also wir können deswegen die Stimmung von solchen reinen Sadhus nicht verstehen. Nicht durch Lesen von Büchern, nur wenn wir wirklich deren Barmherzigkeit kriegen, dann können wir die verstehen. Weil die sind an nichts angehaftet, obwohl sie vielleicht in solcher oder solcher Umstände sind. Also Krishna und seine Geweihten sind selbststrahlend. Also vor denen kann keine Dunkelheit existieren. Wenn sie wollen, kann alles erleuchtet werden in dir. Also Kadanga ist dann gegangen von der Welt und hat die Lotusfüße von Krishna erreicht. Also Sukadev Gosvami will im Srimad Bhagavatam eine stufenweise Erklärung geben von Bhajan. Also es sind gewisse Stufen da, so wie in der Bhagavad Gita, Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Raja Guhya Yoga, das sind alles Stufen, da wo man eben rauf und rauf geht. Und genauso ist es im Srimad Bhagavatam. Sukadev Gosvami, der spricht auch und gibt Ideen, wie man wirklich jetzt mehr und mehr Realisation kriegt in seinem Leben. Als erstes gibt er das Konzept von Yoga. Also Diya bedeutet Buddhi, das Gehirn, die Intelligenz. Also als allererstes musst du Sieg über Asan kriegen. Also Asan, also dass du erfolgreich bist, lang in Asana zu sitzen. Du kannst Sadhus beobachten, also ein Sadhu, der kann in einer Position sitzen für 10 Stunden. Wir können dem nicht glauben, aber das ist Tatsache. Die fühlen sich nicht gestört durch irgendwas. Also das sind alles Symptome für einen Sadhu, der kann eben sitzen in einer Asana, in einer Sitzposition für lange Zeit, bis 10 Stunden und länger. Und der Atem ist auch ganz reguliert, weil sie eben ganz ruhig sind. Und die, was viel Aufregung haben in ihrem Leben, Rajas, Tamas, der Atem ist ganz unruhig. Also da können auch so viele unreine Leute sein, aber der reine Sadhu, der berührt den niemals. Der hat nie eine Gemeinschaft mit denen.
Also Chaitanya bedeutet, er hat Kontrolle komplett über seine Sinnesorgane. Und genauso über deinen Geist. Also wenn der Geist nicht in Kontrolle ist, dann können deine Sinnesorgane die irgendwann einmal wieder in Probleme bringen. Also wir können akzeptieren, dass man sagen kann, du bist Chaitanya, wenn dein Geist wirklich glasklar ist und fixiert. Wenn das Geist okay ist, nachher sind ihm die alle anderen Sinne kontrolliert. What do you mean by Sthula Roop? Also Sthula Roop, das ist die ganze Welt. Das bedeutet, es Flüsse, Berge, alles, was du siehst in der materiellen Welt, das nennt sich Sthula Roop. Also das ist die is actually this, Parvat, hill, Patal, Talatal, Atol, Vital, Talatal, Patalol, everything. All you can consider that this is the topmost, head of Krishna. Also du kannst dich konzentrieren, dass die Berge, die Hügel, dass der Kopf von Krishna ist, oder die Wolken sind die Haare von Krishna. Also so siehst du dann in der ganzen Welt die Swarup, die Form von Krishna. Auf die Art musst du dich konzentrieren. Also er kann nicht das Ganze genau im Detail alles besprechen, weil so viele Sachen zum Diskutieren sind. Also im ganzen Leben, wenn man das ganze Leben Bhagavatam spricht, nachher wird man nicht fertig. Aber wir wollen ihm jetzt die Creme, die Essenz. Also das ganze Brahmanda, das ist wie ein Ei. Anda. Vairaya Puruso Jasau Bhagavan Dharanasra, Vairaj Purush. And now Sukadev Goswami giving some definition. Also Sukadev Goswami gibt jetzt eine Definition, wie man sich an das Sthula Roop konzentrieren kann, über das komplette Bild, die Übersicht von der Welt. This way you see, Anda kose sarira asmin saptavarana samyute vairayaha purusojo aso bhagavan dharanasrayaha. Dharanamai you are going to concentrate, imagine, but it is not baseless imagine. It is not baseless imagine. But we can say, it is not baseless imagine. The base of this imagination is that Vairaja Purusha. From that Virat Purush we are getting this material world. So it is also, because without Krishna nothing is there. Everywhere Krishna is omnipresent. So how to imagine, how to concentrate? Now I can speak 2 or 3 or 4 sloka, you must hear how Sukadev Goswami describing to concentrate on this Vairaj Purush. Patalametas sahi padamulam prapan. So, es war wieder Sturm da. Ich habe gerade die Fenster schließen müssen. Sorry. Aber er hat über die Swarup gesprochen, eben, dass überall die Berge
die ganzen Formen, dass man da im Krishna erkennen kann. Das sind jetzt ein paar Verse. Mahatalam Visso Srija Atho Gulfo Talatalam Vai Purusha Sajanghe Dejanuni Sutalam Vishwamurtir Ruruddayam Vitalam Chatalancha Mahitalam Tajjaganam Mahipate Navastalam Navisaro Grinanti Urastalam Jyotirani Kamasso Grava Maharabadanam Vaijanvasso Taporaratim Viduradipungso Satyastu Shisnani Sahasra Sishna. This way, Patala Metasi Tashahi Padamulam Virat Purur Bairat Puri, you can imagine. Also auf die Form soll man sich an die Virat-Rup erinnern, über die meditieren. Pathanti prasni prapade rasatalam. Prasni means gulpo, God, rasatalam. Also da meditiert man dann über die Form vom Herrn, über den Kopf, über die Brust, über die Füße. Also eben die ganze materielle Welt, was man sieht, das ist dann die Virat Swarup. Das Beispiel ist ergeben. But these rivers, they are actually, vessel, blood vessel. Also die Flüsse sind zum Beispiel die Venen von der höchsten Person. Also die Wolken sind die Haare von der höchsten Person. So auf die Art ist das erklärt. Also das ist für die Anfänger, ist das eine Meditation, die können sich konzentrieren auf das. So damit sie eben keine Attraktion in der materiellen Welt mehr haben. Also dann überall, wo der hinschaut, sieht er nur Krishna. Das ist eine Stufe im Beginn. Our trip is not bhakti. It's one kind of, bhog, enjoyment. But when Prabhupada going to Ceylon, it is also wenn Srila Prabhupada nach Ceylon gegangen ist, nachher war das Bhakti, aber wenn wir dorthin gehen, nachher dieses Vergnügen. Wenn Srila Prabhupada nach Darjeeling geht, nachher ist das Vergnügen. Wir wollen das sagen, wir wollen uns vergnügen, das ist unser persönliches Interesse, das ist nicht Bhakti. Aber Srila Prabhupada ist da nur hingegangen, ohne Selbstinteresse. Dann ist es Bhakti. Also in den Namen von Bhajan wünschen wir auch, hier und dort hinzureisen. Also wir sollen rennen nach dem Wunsch von Guru und Vaishnavas. Nicht einfach, was wir wollen. Wir wollen dahin oder dahin gehen, dahin fliegen, das anschauen und das anschauen. Also somit verliert man leider sein ganzes Leben. About how yogi purusha through bhajan can get their, gradual improvement. They can get gradual, because we already know. Also wie man jetzt stufenweise rauf und rauf gehen kann, das erklärt er jetzt. Also Sanatana Gosvami im Brihad Bhagavatam in der Schrift ist ein schönes Konzept, wie Gop Kumar immer höher und höher das Bewusstsein erweitert hat. Er war nicht zufrieden auf der Stufe, nicht zufrieden auf der, ist weiter aufgegangen, er ist immer noch nicht zufrieden und ultimat ins Höchste ist er dann nach Golok Vrindavan gekommen. Da war er wirklich zufrieden. So, die Yogis, die kriegen eben stufenweise Realisierungen. Also 2 Arten von Befreiung gibt es, von Mukti, die können dort erklärt werden, Shatta Mukti und Gradually Promotion, Shatta Mukti, oder Mukti, was gleich passiert. Also wenn du den Körper verlässt, dann erreichst du das Ziel.
Aber gibt es ein zweites Mukti, da wo das eben noch eine längere Zeit braucht. Also Mayavadi, das Wort muss man eben sich anschauen in Sanskrit, Mukti, also impersönliches Brahma. Die Mayavadis, die denken, das ist Mukti, dass man in das eingeht, in die Energie vom formlosen Brahman. Oder die Yogis, die denken, dass man eingeht, dass man Beziehung hat mit dem Paramatma, der was in alle Wesen ist. Also der Yogi, der meditiert über die Form von Krishna, von Paramatma. Und die meinen dann, dass sie durch das das Höchste erreicht haben. Aber wirklich unser Siddhanta, unsere Schlussfolgerung ist, dass durch Bhakti Yoga bedeutet Mukti das Wort, dass du nicht interessiert bist, du bist nur interessiert daran, dass du Krishna Das bist. Du willst nichts verlassen. Dir ist jede Situation recht. Du bist einfach Krishna Das. Um das zu vollkommen zu realisieren, das ist Mukti. Also derjenige will nicht irgendwie Befreiung dort und dahin, sondern er will sich einfach identifizieren als ewiger Diener von Krishna. Das ist die richtige Bedeutung von Mukti. Und Gopakumar ist dann auch stufenweise eben raufgegangen und hat sein Bewusstsein erhöht. Also das ist die Kunst dabei. Das ist zum Beispiel da jetzt, es nennt sich Devidam, Erde. Und nach der Erde, das ist ein Vers aus der Brahma Samhita. Gradual, there is slab, so, nice arrangement there. Also da geht's, das heißt das Bur, Bhuvaha, Swaha, Mana, Jana, Satya. Das sind alles höhere Bewusstsein, höhere Welten, höhere Bewusstseinswelten. Jetzt haben wir zum Beispiel kein Recht, in Tapalok zu sein oder Janalok. Das ist, warum wir jetzt da auf der Erde sind. Wir können nicht in Mahaloka sein, zum Beispiel. Also Upakara und Brahmachari, die sind dort auf der Erde. Für lange Zeit folgen die das Rat von Brahmachari, vom Zölibat. Also die Yogis, die konzentrieren sich dann in dem Purusha, Paramatma, der was im Herzen sitzt, den kann jetzt an Vers diskutieren. Here is Sukadev Goswami speaking, yogi, what is the condition of yogi? Kechit sadhyantar hridaya bakase pradeshamatram purusham basantyam. Kechit sadhyantar hridaya bakase pradeshamatram purusham basantyam. Chaturvujam kanjarathang sankha Gadadharam dharanaya smaranti Kechit sa hridayantor bhajan Kechit sa dihantor hridayavakasi Kechit sa dihantor hridayavakasi padeshamatram purusham vasantyam Chaturbhujam kanjurathanga shankho gadadharam dharanaya smaranti. 4 hands we can. Also 4 Hände hat Paramatma. Und an dem konzentriert man sich dann im Herzen. Also das ist nur für Yogis jetzt der Weg, die was dort erfolgreich sind. Chaturbhujam kanjarathanga sankho Gadadharam dharanaya smaranti Prasanna bhaktam nalinayate kshanam Kadamba kinjal kapisang vasasam Prasanna bhaktam nalinayate kshanam Kadamba kinjal kapisang vasasam Pisang bhajan Prasanna bhaktam
Also wenn du den Lotusmund von Krishna, von Paramatma siehst, der lacht immer. Also ganz wunderschöne Augen, wie Lotusblätter. Lasat Maharatno Hiranmayangadam Spurat Maharatno Kirito Kundalam. This way, the beauties of Krishna and Paramatma. Also auf die Art ist die Schönheit von Krishna, von Paramatma beschrieben. Vor Pariksit Maharaja spricht jetzt Sukadev Gosvami. Also Krishna hat so eine wunderbare Form, die kann man nicht erklären. Das ist unmöglich. Also das ist kein Objekt der Philosophie, dass man das durch das verstehen kann. Also das ist eine Frage vom direkten Gefühl. Also wie die Form, wie erstaunlich die Form von Paramatma ist. Und Sukadev Gosvami spricht jetzt. Eben, der spricht auf die Art und Weise, erklärt er jetzt das, weil er in seinem Herzen nur sagt, er hatte alles, Lust, Gier, Neid, Zorn, Anhaftungen, so, um eben jetzt gewisses Wissen sich anzusammeln, spricht er jetzt auf die Art und Weise der Sukadev Gosvami vom Pariksit Maharaja. Satyanjalo kim purudhana patra digbal kalado satking dukule chirnan king patina santi dishanti bhiksham naivang hripa parabhito sarito pishusyam rudhya guha kimajito avatyu nopasanyam kasmad bhajanti kavayo Dhanadur madandha Kasmad bhajanti kavayo Dhanadur madandhyan. Why those sadhu going to catch the lotus feet of the rich people? They are beasts. Also warum sollten Sadhus gehen und die Lotusfüße von reichen Leuten anfassen? Warum sollen sie dorthin gehen? Sukadev Goswami fragt, was ist, Krishna ist da, der was mir alle Möglichkeiten gibt. So, warum sollte ich mich an solche schmutzigen, reichen Leute wenden, die was sich nur an schmutzige Dinge erinnern und nachdenken? And singing this, glory. Satyam khitokim kasipu prayase. I don't need any pillow to sleep. Das ist, warum Sukadev Goswami das sagt, ich brauche kein Kissen, um zu schlafen. Also er kann genau so. Satyam khitokim kasipu prayase. Bahosha siddhe upabarhanaikim. This art itself, I can get some mat and sleep nicely. Also ich kann einfach eine Matte nehmen und dort schlafen. Was ist der Nutzen, dass man jetzt einen großen Polster hat und ein ganz schöne Bettüberzug und solche Dinge. Ich brauche nur, der Boden ist da, die Erde ist da, so ich brauche nur eine Matte und ich lege mich dahin, auf der Erde. So wie Chaitanya Mahaprabhu im Gambhira-Tempel. So warum braucht man jetzt oder versucht man immer, die Dinge sich anzusammeln? Tolle Bettwäsche, große Polster, Couch und die ganzen Dinge. Wir haben einen Arm, auf den wir uns lehnen können.
Also Sadhus, die haben kein Kissen, die schlafen auf ihrer Hand, auf ihre Ellbogen, brauchen kein Kissen. Also wir haben 2 Arme, Kirk, und wir können auf die Art und Weise gut schlafen. So, warum sammelst du da solche Porzellanteller und goldene Teller, silberne Teller, wo du essen kannst? Warum? Wir haben die Hände, aus denen wir Prasadam nehmen können und essen. Also warum gehst du dort und dahin in verschiedene Läden und versuchst viele schöne Kleidung dir anzusammeln? Das und das und das, indem wir den Kasten noch voller machen. Die Sadhus, die haben einfach die Rinde vom Bau umhergenommen und die haben sich mit dem bedeckt. Oder okay, wenn du das nicht nimmst, nachher kannst du ja Kleidung nehmen, die was irgendwer anderer nicht mehr braucht, die kannst du auch verwenden. So wie Gorky schon, das Bhaktisiddhanta, der ist dorthin gegangen, wo sie die Leute verbrannt haben. Die haben die Kleidung davor ausgezogen und hatte die in der Ganga gewaschen, im heiligen Fluss, und nachher hat er die verwendet. So, warum soll man jetzt jemand zu reichen Leuten gehen und sagen, oh, ich habe kein Geld, bitte gib mir Geld, ich habe nichts zum Anziehen, ich habe nichts zum Essen. So, bei der Barmherzigkeit von Krishna kannst du alles kriegen. Du musst dich dann einfach nur abhängig machen von ihm. Nicht heutzutage, so wie viele Sadhus, die was sich abhängig machen von reichen Leuten. Also du kannst Wasser trinken vom Fluss. Oder du kannst es irgendwo anders sammeln und annehmen im Behälter. Also du kannst Zuflucht nehmen an so viele Orte. Warum baust du so riesen Anwesen und solche Burgen? Das ist wie Schlangenlöcher, wo Schlangen drinnen wohnen. Sanatan Gosvami hat sich so ausgedrückt, der hat Sapevasa, das ist ein Schlangenloch. Yes. Also man macht so ein Gästehaus oder das. Wer macht dann wirklich Bhajan? Die, was wirklich Bhajan machen, die können, ganz egal, die können jederzeit zu Harikatha gehen. Ob der Erdbeben ist, ob der Regen oder Unwetter sein, die können auf jeden Fall zu Harikatha kommen. Also in Vrindavan gibt es auch so viele Höhlen. Those Brajavasi previous days used to make a nice place where sadhu can come and stay there. Very nice. There's like umbrella on shade. Nice sadhu. Oder in Vrindavan haben viele so Orte gemacht für Sadhus. Da ist nur so eine Strohhütte oder Strohdach und da kann man eben drunter leben. Also Santa Gosvami hat ihn mal gesegnet. Dass er sich eben auf die Art und Weise bewegen kann. Er soll nur über das sprechen, das Siddhanta, das kann man nicht ändern. Man muss so sprechen zu den Leuten, weil das ist damit man wirklich Entsagung erreicht. Also die normalen Leute, die haben verschiedene Wünsche. 36 sloka and 37 sloka. 36 and 37 sloka I like to. Second canto, second chapter. 36, 37. Very important. After I can switch over to third Udhaya.
Tasmat sarvatmana rajan harihi sarvottu sarvada sratavya kirtitavyascha smartavya bhagavanam. Tasmat, that is why, while I am showing you, this is the condition of this world. Tasmat, that's why. Tasmat, warum? Das ist eine keine stabile Welt, keine stabile Situation. Das ist warum. Anywhere you stay, anytime, no, there is condition. Without any condition, you can go on singing the glories of Krishna. Also du kannst überall hingehen und die Glorifikation von Krishna zu singen. Im Shikshastakam sagt Chaitanya Mahaprabhu. Pultani se sarva shakti stapita nimitta Also derselbe Vers ist da, Tasmat Sarvat Marajan. Niyamito smaraneno kalo, no time and no binding. Any time, always you should do. Tasmat sarvatmana rajan harihi sarvat. Deswegen immer und überall, es gibt keine Restriktion, überall soll man sich an den Herrn erinnern, ihn glorifizieren und seinen Namen chanten. So, die Menschen, die sollen das machen. Shravan, Kirtan und Smaran, die sind verbunden. So, das ist der Vers, der sagt das Gleiche. Das ist die Regel, was die Menschheit zu machen hat, sich an den höchsten Herrn zu erinnern. Die ganze Zeit, 24 Stunden lang. Also dasselbe sagt Srila Bhaktivinoda Thakur, Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu says, Kisayane kibhajane kimba jagarane ahar nisachinta Krishna balaha padane. While taking prasadam, while you are sleeping, every time, Kisayane kibhajane kimba jagarane ahar nisachinta Krishna balaha padane. Chaitanya, it is the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Lord. Then 36 log you see, so nice. Also immer im Schlafen gehen, immer, jede Sekunde soll man sich erinnern an den höchsten Krishna. Pibanti je bhagavato atmanaho satam. Pibanti je bhagavato atmanaho satam. Kathamritam savanapute shusamritam. Punanti te vishaya vidushita sayam. Brajanti tat charano saroruhantikam. Pibanti je bhagavato atmanaho satam. Those who are hearing the glories of Krishna, Supreme Lord, also der, was vom Lotusmaus, von den reinen Sadhus, die über Krishna hören, durchgehend hören die den Nektar gleiche Harikata von der reinen Seele, die können durch das gereinigt werden. Their heart is full of matter, desire. They get clarified, clean. Chetodarpana Marjanam, same thing. Es ist der gleiche Vers wie Chetodarpana Marjanam. Also das Herz wird gereinigt durch das Hören und Chanten über Krishna. Und nachher werden sie schlussendlich die spirituelle Welt erklimmen.
Also das ist die Möglichkeit, was wir kriegen durch das Hören und Chanten über Krishna, weil jetzt ist eben unser Herzen komplett mit falsche und unreine Wünsche. Also den gleichen Ratschlag kriegt man eben im Srimad Bhagavatam wie von Chaitanya Mahaprabhu in Various Chetota Paramarchana. Manche die sagen, oh, ich habe keine Kinder, ich will Kinder kriegen, ich habe kein Anwesen, ich will ein Anwesen. Oder ich möchte eine wunderbare Frau. Oder einen schönen Mann. Also, wenn du solche Ziele hast, nachher, das ist alles unstabil und du musst für das gewisse Halbgötter verehren. Aber das ist nicht der Weg, den was wir gehen sollen. Also das ist nicht das Ziel. You know, this way is given. If you want long life and beautiful, then you can Oshini Dvayo. Also wenn du langes Leben willst und schön ausschauen willst, dann kannst du die Ashwini Kumaras verehren. Then Ilang Jajet Iladevi. Also es gibt verschiedene Halbgötter, die was dir dann die Wünsche erfüllen. Wenn die Urvashi verehrst, dann kannst du eine schöne Frau kriegen. Oder wenn du die Gandharvas verehrst, dann kannst du selber einen schönen Körper kriegen. Also es sind also Prozesse, was eben da sein, aber das ist nicht das Ziel. Oder wenn du ein schönes Familienleben haben willst, nachher musst du Uma Devi verehren. Wenn du Macht haben willst, Indram Indriya Kamastu Praja Kamaha Prajapatim. If you want to get children, then Prajapati. Indra Kamastu Indriya, you like to get some facilities of enjoyment of Indriya, sense organ, you are towards Indra. This way different. Also wenn du Kontrolle über deine Sinne kriegen willst, dann musst du Indra verehren. Aber das ist nicht die Prozedur, das ist nicht der Prozess. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, das ist Bagavatam. Also diejenigen, die was die Halbgötter verehren, also das ist nicht der Weg. Krishna spricht in der Srimad Bhagavad Gita, das ist Avidi Purvakam, das ist illegal. Weil all die Möglichkeiten, was die Halbgötter geben, die gehen eigentlich wirklich von Krishna aus. Ich gebe dir. Vielleicht kriegst du die jetzt von dem oder dem Halbgott, zum Beispiel von Indra, aber es kommt von mir, sagt Krishna. Und ultimativ ist erklärt hier, Sukadev spricht jetzt Akama Sarvakama. Akamaho sarvakamuva mokshakamudarati tibrena bhakti yogena jajeto purusham param. So those actually, if you have any kind of desire, or if you have no desire, wenn du irgendeine Art von Wunsch hast oder keinen Wunsch hast, ganz egal was für Kondition, in was für eine Stimmung du bist, Akamaha sarvakamuva mokshakamudarati. Aber wenn du Moksha willst, Befreiung, der einzigste Weg ist die Vrena Bhakti Yogene Cheta Purushamparam. Also du musst die höchste Persönlichkeit Parakaleshvara verehren. Mit wirklicher reiner Bhakti. Also, aber wenn alles da ist, du sollst Krishna verehren.
Egal ob das verschiedene Wünsche hast, so und so, aber doch das Beste ist, du verehrst Krishna. Du sollst Krishna verehren. And after that, Sanokadi Rishi, Sanok, those actually now we are going back to Naimishyatra. Also jetzt gehen wir zurück zum Naimisharanya-Kshetra. Some chapter we are discussing. Sukadev Goswami directly to Pariksit Maharaj. That means Sukadev Goswami quoting this thing. This happens. Sukadev Goswami speaking. Also Sukadev Goswami spricht in Naimisharanya. And quoting that, Sukadev Goswami speaking to Pariksit Maharaj. Sukadev Goswami speaking to Und spricht, this way. Actually, Sukadev Goswami ist das, spricht das zu Pariksit Maharaj, aber wirklich hat das gesagt, es ist ausgegangen von Sukadev Goswami in Naimisharanya. Also die, was jetzt in Naimisharanya sein, die, was dort angereist sein, Shaunak Adi, also Shaunaka und die 16.000 Rishis, die sitzen jetzt alle vorm Sukadev Goswami und hören den Ruhm über das Srimad Bhagavatam. Und Sukadev Goswami spricht eben jetzt aus ihre eigenen Gefühle. Und Shaunak Adi spricht. Sorry. So, das ist auch Harikatha. No khadanti no mehanti kingami pasava pari 18. Third chapter 18. Taravo king no jivanti bhastya king no sasanti uto no khadanti no mehanti kingami pasava apari taravo king no jivanti. Those trees, they are not living. They are also living. Also die Bäume, das sind auch Lebewesen. Also Sanakadi Rishi, der sagt jetzt, oh die Bäume, die leben auch, aber sie können nirgends hingehen. Also die Bäume, die leben auch. In the Iron Man, in his factory, you can see one kind of air blow system, air blows, you know? Also in der Stahlfabrik kannst du so einen Luftbalg, wo so Luft blasen kannst. Das kannst du vorfinden. Also sie atmen auch. Und du willst ihn mit ihm vergleichen? Also im Dorf sind die Regeln strikt. Da gibt es auch Hunde, Schakale, die genau essen und schlafen. Und dein Leben ist fast gleich wie das mit dir. Auf die Art spricht jetzt Sanaka Rishi und die zeigen so ihre Gefühle. King na sasanti yuto na khadanti na mehanti kim gami pasava pare shabira bada stokharai sanstuta purusha pasu na yat karna patho petu jatu nam gadagraja. Those who are not hearing Harikatha through their, so diejenigen, die was jetzt nie durch ihre Ohren Harikatha gehört haben, das sind wie wilde Tiere, wie Kamele, Schakale, Hunde, Schweine, Esel. Shaman Kutta. Bido mean pig. Bido. Bido bada ho. Bido bhuj means actually stool. Bada ho means pig. Ostro means actually camel. Kharoi means gordo. It's like
horse is a crossbeat of horse and ash. It's a god of Khacha. So this way actually they are giving feeling, they are expressing their deep feelings. So auf die Art Out of this Harikatha, they are sagt expressing their jetzt direct Shona feeling. This Krishna is the ihr condition. direktes Gefühl. After that speaking, Sanakadi Rishi, Shonakadi spricht jetzt, this ear, the dass hearing das organ Ohr is eben like a hole, like a hole. Bile batur krama vikramano jena sunanta karna puthe narasya. Bile batur krama vikramano jena sunanta karna puthe narasya. also das Ohr, das was nicht Harika daher, das ist wie ein Schlangenloch. Die Zunge, die was nicht die Namen von Krishna chantet, das ist wie eine Froschzunge. Also derjenige, der was nicht hört, ja. This powerful, mighty Superman, those who are not hearing Harikatha, Also der was nicht Harika da hören, für das Ohr, das Sinnesorgan, das ist wie ein Schlangenloch. Und die Zunge, das ist wie eine Prostituierte. Und wie ein Frosch. Also der was nicht den Ruhm über Krishna singen, der Zunge, die macht ein unnötiges Geräusch und tut Also der macht immer einen unnötigen Sound für keinen Grund. Aber durch das, dass er eben den Klang macht, war es dann die Schlange, wo sie was zum Fressen kriegt. So sind materielle Leute ja. Dass sie eben einen Klang machen und die Zeit vergeht und sie sterben. Also materielles Gerede ist unnötig. Also, aber wenn du eine schöne Krone hast, also wenn dein Kopf geschmückt ist mit einem Turban oder Krone, aber wenn der Kopf sich nicht verbeugt vor Krishna, nachher ist der Kopf weltlos. Derjenige, der soll sterben. Das ist unnötig. Also wenn der sich nicht seine Ehrbietungen darbringt, sich vor ihnen verbeugt, das ist nur ein schweres Gewicht auf seinen Körper. Weil der Kopf ist eigentlich hat das größte Gewicht am Körper. Aber der ist nutzlos, wenn der sich nicht verbeugt. Und deine Augen, das ist wie das Auge auf einer Straußenfeder. Peacock-Feder. Ja. Also du siehst eben ein Auge auf der Pfauenfeder, aber das Auge kann nicht sehen, also es ist wertlos. Genau so ist dann dein Auge auch. Wenn du eben nicht Krishnas Form siehst. Also derjenige, der uns nicht die Lotusfüße von Krishna anschaut, dem seine Augen, das ist wie, dass er blind ist, eben wie ein Strauß, ein Pfauenfederauge. Auf der Feder sieht man eben so ein Auge. Also derjenige, der was nicht auf Parikram geht und die heiligen Orte besucht, seine Füße sind unnötig, die sitzen nur in ihrem Zimmer, haben einen Fernseher eingeschalten und sitzen auf der Couch. Also das ist unnötig.
Und der spricht jetzt, Saunaka Rishi, das ist die Kondition von der materiellen Welt jetzt momentan. So von woher können die Bewusstsein kriegen, ein höheres? Srila Prabhupada hat da gesagt, dass du eben die an Personen wenden musst, realisierte Personen, ansonsten ist dein Hören wertlos. Also Srila Prabhupada sagt, dass du das Ohr, das musst du vor reinen Sadhu geben. You have to take your, oral reception. This is the oral reception system. You have to take it to such a place where you can have. Also du musst das Ohr dorthin bewegen, dass du transzendentalen Sound, Klang hörst und nicht materiellen Klang über Schmuck und Getratsche und das und da. Also dorthin muss man seine Ohren bewegen. In Gaudiya Mata in Bhagbasara ist eines Tages einmal eins passiert. Auf dem Markt sind alle Leute, die kommen täglich in den Tempel, die materiellen Leute, und die verbeugen sich vor Krishna. Also die sind ein bisschen aufgeblasen, weil sie Geld haben. Aber sie wollen halt sagen, dass sie eben auch jetzt in den Tempel gehen. Also da ist einer, der spricht eben, oh, ich bin so sündvoll, ich bin so sündvoll. Spricht er jeden Tag, wenn er im Tempel geht. Und verbeugt sich vor Krishna. Aber der Sadhu, der was den beobachtet, der sagt, eigentlich der ist falsch. Aber er will ihm so, dass man eben ihn sieht, dann, er ist ganz ein großer Gewalt. Er spricht jetzt so und verbeugt sich vor der Bildgestalt von Krishna. Aber wirklich, der Sadhu, der kann das verstehen. Die materiellen Leute werden sich denken, okay, das ist wirklich eine große Gewalt. Er tut so, aber der Sadhu kann verstehen, der hat dem jetzt gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt da. Und so ist er dann auf ihn zugegangen und hat gerufen, oh, sündhafte Person, sündhafte Person. Und nachher hat er sich umgedreht, oh, warum sprichst du so, warum sprichst du so zu mir? Hast du keine Etikette, weißt du nicht, wie du dich benehmen sollst? Also bist du kein Sadhu? Und dann sagt er, ja, ich habe aber gesehen, dass du selber vor Krishna solche Gebete gesprochen hast. So du hast dich selber so identifiziert. Aber jetzt sag ich das zu dir, nachher fühlst du dich ärgerlich. So deswegen bist du doppelt zynisch. Also du zeigst Dinge nach außen, was innerlich aber nicht so sein. Also so viele Leute kommen auf die Art und Weise in den Tempel, aber Prabhupada, der sagt, wenn du Krishna kriegen willst, das ist kein Spiel, das ist kein Witz. Also du musst dein ganzes Leben gehen, nicht einfach so ein paar Mal in den Tempel gehen. Du sollst da nicht einmal denken, dass du, wenn du krank bist, dass du ein bisschen Geld auf der Seite hast, das was dich dann schützt. Aber der Sadhu, der macht sich nur abhängig von Krishna. Die wissen, das ist wirklich ein Sadhu. Das ganze, mit dem ganzen Geld, das ist Kali, das kann uns schlussendlich umbringen. Also die halten nichts von dem. Somebody can make wrong, negative meaning of that. Anyway, now actually, before describing about this creation, also bevor wir jetzt die Kreation beschreiben, hat jetzt Sukadev Gosvami hat sich erinnert, dass er eben nicht das Mangalacharya, die günstigen Gebete, bevor man spricht, dass er die aufgesprochen hat. Vande Guru Pada. So er hat das nicht gemacht und deswegen macht er es jetzt. So I can read. You can understand if you concentrate. I cannot speak in details, time cannot permit me. Sukuvacho.
Namo parasmai purushaya bhuyase sadudbhavastana nirodha lilaya. Namo parasmai purushaya bhuyase sadudbhavastana nirodha lilaya. Grihita sakti tritayayo dehinam antara bhavayanu palakshma vartani. Bhuyo namaha sadbrijanochide asatam asambhavaya khilo swattamurtvai. Bhuyo namaha sadbrijanochide asatam asambhavaya khilo sattamurtvai. Pungsam punaha paramahansa asrami vyavasthitanam anugrijyada suse. Namo namaste sturishabhayo satyatam vidurakastayo muhunko yoginam nirasto sammati sayena radhasa sadhamani brahmani rangsate namaha. Yat kirtanam yat smaranam yadikshanam yat bandhanam yat savanam jadarhanam lokasya sadda vidunoti kalmasam tasmai shivadra shavase namaha. Yat kirtanam yat smaranam yadikshanam yat bandhanam yat savanam jadarhanam lokasya sadda vidunoti kalmasam tasmai shivadra shavase namo namaha. This way, Yat Kirtanam, if you can hear about that, Supreme Lord, Yat Kirtanam Yat Smaranam, if you remember, Saranam, Yadikshanam, if you look at him, Yat Bandhanam, if you do Bandhan, Yat Sravanam, Yat Sravanam, Yat Kirtanam, Yat Smaranam, Yadikshanam, Yat Bandhanam, Yat Sravanam, Yadarhanam, Aranmanam Utpuja. Yat Sravanam, Yat Bandhana, everything. Also wenn man sich an den Höchsten Herrn erinnert, eine gebundene Seele, wenn das sich an den Höchsten Herrn qualifiziert, seine Qualitäten glorifiziert, respektiert, sich an ihn erinnert, die Deity-Form verehrt und Themen über ihn hört, die kann auf kurze Zeit kann die alle Unreinheiten zerstören im Herzen. Also ein Name von Krishna ist so machtvoll. Oder ein Name von Ram ist mehr als genug, um all deine sinnvollen Aktivitäten zu zerstören. Buddhimanta Khan, wenn der muslimischen Könige Hussein Shah durch den Druck, was er gekriegt hat von seiner Frau, hat er eben Wasser gegeben, das was bitter war, in dem Mund von Buddhimanta Khan. Also was soll er machen? Er hat Wasser dort angenommen. Also die was take advice what to do. What is the kind of expiation? No expiation you have to do. This is expiation. A hot, clarified butter, you must take in a glass and drink. Hot! And die. This is. When you're meeting, also wenn... No, you can speak Krishna. Oh, Krishna, one Krishna. Also um befreit zu werden, da gibt es zum Beispiel Methoden, dass du... Da gibt es gefährliche Beschreibungen, die machen wir aber nicht, die was nicht Bescheid wissen über die Glorifikation von Krishna. Um die Sünden auszulöschen, sagen wir zum Beispiel, du musst jetzt gehen und du musst einen Becher voll mit heißem Ghee trinken und musst so sterben. Aber Chaitanya Mahaprabhu sagt, na, du chantest einfach Hare Krishna einmal richtig von Herzen und ist alles befreit. So auf die Art und Weise glorifiziert jetzt Sukadev Gosvami Krishna.
Manasina mantra vidaho sumangala khemam na bindanti vina jadarpanam tasmai subhadra sabase namo namah. Tapassino danapara jasassino manassino mantra vidaho sumangala. Tapassino, those who are doing austerity, they cannot get result. Die was viel Geld geben, die kriegen nicht wirklich das Resultat. Oder die was Entsagung machen, die kriegen auch nicht wirklich das Resultat. Oder also wenn sie das nicht alles verwenden und den Krishna opfern, nachher, wenn jemand ihm jetzt Ehre darbringt, nachher soll man die gleich weitergeben zu seinem Gurudev und der gibt sie wieder zu seinem Gurudev und das geht dann auf bis zu Krishna. Und somit wird man nicht berührt von dem Pratishta, von dem Gefühl, verehrt zu werden. Also du musst alles, Verehrung, all die Sachen an Krishna opfern, darbringen. Ansonsten kriegst du kein Resultat. This way, see, Atapur, I know, now they are paying, Sukadev Goswami paying Dandavat, Namastasmai Bhagavate. Jetzt bringt Sukadev Goswami die Ehrbitte. Der macht jetzt die Gebete, der spricht der immer auf. Das sind mehrere. Ich sage jetzt leider ein paar. Und jetzt gibt es das nächste Thema über die Erschaffung der Welt, die Kreation der Welt. Narodji Maharaj in front of Father Brahma. Also der Narada spricht jetzt vor seinem Vater Brahma. Oh Vater, ich denke mal, dass du die höchste Autorität bist für das Thema, weil die ganze Kreation, die geht von dir aus. Alles ist von dir gemacht worden. So wir können nicht irgendjemand anderen annehmen, der was uns das so gut erklären kann wie du. Du bist die beste Person. Actually, but Brahma speaking, oh my son. Aber Brahma spricht jetzt, oh mein Sohn, Narada. Das nennt sich Maya, große Illusion. Dass ihr alle denkt, dass ich topmost, der Höchste. Aber das ist nicht so. Und Brahma hat ihm mit so viel Demut und spricht von Narada die Worte. Tasmai nama bhagavate vasudevaya dhimahi janmaya durjayaya mang badanti jagadguru. Every people think I am the topmost fountainhead. Not that. I am not Jagadguru. Actually one supreme authority is there. His name is Krishna. Und er sagt ja mir jetzt, alle denken, dass ich die ganze Kreation gemacht habe. Aber Brahma sagt, na, das kommt alles von Krishna, alles geht von Krishna. Er ist die ursprüngliche Ursache. Ich bin nur der Ausführende. Aber alle sagen zu mir, ich bin der Guru des Universums, zu Brahma. Apurendo Maya. Vilojjamanaya jassastatum mikshapati amva bimohita vikatante mamahamit durdhiyo. That Maya cannot come in front of... Also die Maya, die kann sich nicht befinden vor Krishna. Die macht ihre Ehrbietungen hinter seinem Rücken. Die kann nicht vor ihm gehen, weil sie sich schüchtern fühlt.
Also bei dem magischen, also durch Maya denkt sich jeder, oh, das ist mein Land, ich kann dich sogar töten, wenn du mir das wegnehmen willst. Oder der spricht, oh, das ist meine Frau, das ist Aham Maveti. Also jeder denkt sich, das Ich und mein, das sind verrückte Leute, die was so sprechen, die gebundenen Seelen. Das ist mein und mein. Also Brahma spricht jetzt und wird ihm jetzt den Punkt klären vor Narad, aber über die Frage, wer bist du? Also wir haben uns gedacht, du bist die Person, du machst alles, für dir geht alles aus. Und Brahma sagt, nein, es ist nicht so, das stimmt nicht. Deva Narayanangaja Narayano Paraloka Narayano Paramaka Narayano Paro Yogo Narayano Param Tapa Narayanam Param Jnanam Narayano Paragati. Narayan is all. Who is Narayan? Nare Swayanam Jaswati Narayan. Narayan is all. Also wer ist Narayan? Also Mahavishnu ist Jagatkarta. That, is sleeping there, Karana side. Also er schlaft als Karanadakakshai. Und Karanadakshai, der geht jetzt in jedem Universum ein als Garbhodakakshai. Und von dem seinem Nabel, vom Garbhodakakshai, wächst ein Lotus raus und auf der Lotusblume kommt jetzt ein Brahma, entsteht Brahma, und der fragt dann jetzt, woher komme ich? Was ist mein Ursprung? Auf die Weise ist Sri Krishna das ultimative Ziel von den Vedas, von den Yagyas, von Yoga, Entsagung, Jnana, Wissen. Also Narayan ist der schlussendliche Zielpunkt, Zuflucht. Also auf die Art und Weise geht die Kreation vor sich. Also wie, er sagt es jetzt ganz kurz, man findet die drei Erscheinungsweisen der materiellen Energie, Rajas, Tamas und Sattva, wenn die in einer balancierten Fassung stehen, also zu der Zeit findet keine Kreation statt, wenn das in Balance ist. Sattva, Rajas und Tamas, da gibt es keine Schristi, keine Kreation. Nicht einmal Zeit. Also Zeit bedeutet Kal. Also sie haben eine Frage gestellt vom Einstein, einem großen Wissenschaftler. Oh Einstein, was verstehst du durch Zeit? Und Einstein sagt, Zeit ist nichts anderes als Bewegung. Time is nothing but movement. Movement? So Einstein giving this theory, time, space, so Einstein gibt eben Zeit, Raum. Time, space and matter all interrelated with each other. How? Time, Space und Matter. Und das ist nichts anderes als Bewegung. So, die Frage stellt sich dann, wer oder was kann sich bewegen? Das ist die Frage von den Objekten. So, das ist dann das Objekt, Matter. Und schon schnell ist kein Konzept, was und wie viel. Und nachher kommt Space, Raum.
So, die sind alle, die hängen alle zusammen. Und die Theorie, die ist von Einstein entdeckt worden. Und die Mathematik dahinter hat der große Wissenschaftler Satyan Bose. Er hat das verstanden. Also wenn da keine Kreation ist, also Krishna ist immer das letzte Ziel, vor der Kreation oder nach der Kreation. Der ist immer da. Aber wenn die Welt vergeht und entsteht, so wenn die Rajas, Tamas und Sattva in Balance ist, dann findet keine Kreation statt. Aber durch den Wunsch von Krishna, sagt Krishna, ich bin einer, aber ich möchte zu viele werden. Eko aham bahushvam. So, Sattva-Raja-Tamo, when in balanced condition, there is no condition, no agitation. Da gibt es keine Agitation, wenn Rajas und Tamas in der Balance ist. Aber wenn es das aus der Balance kommt, das Rajas, Tamas und Sattva, wenn das gestört ist, nachher gibt Krishna der Kal, der Zeit, die Kraft, und nachher kommt es aus, geht es aus der Balance. Und dann die Möglichkeit besteht von der Kreation. Srishti Unmukhata. Also die Möglichkeit ist jetzt da. Also wenn Bhagavan Sri Krishna bei der Kraft vom Höchsten Herrn, Prakriti, wenn er die Kraft gegeben hat, der Maya. Also was bedeutet Mahatattva? Da gibt es keine englische Erklärung. Mahatattva, ja. Also das ist die Möglichkeit der Kreation. So kann man das auf Englisch ausdrücken. Das Mahatattva. So durch den Wunsch von Krishna also alle Seelen, die rasten im Vishnu, während der letzten Auflösung vom Universum haben die alle da, rasten die jetzt, und die kommen dann wieder raus, die rastenden Seelen, und gehen in die neue Kreation ein. Also durchs Einatmen und das Ausatmen, da entstehen jetzt Universen und vergehen Universen, sowie Staubpartikel. Das sind alles Universen, die was in seinem Körper ein- und ausgehen. Yogamaya Ashita, Yoga Nidra. Also unser Schlafen ist nicht dasselbe wie Krishna Schlaf. Wenn Krishna schlaft, Mahavishnu, also das nennt sich Yoga Nidra. Also unser Schlaf ist nicht Yoga Nidra. Unser Schlafen ist also im Traum kriegen wir eine gewisse Maya. Aber Bhagavan in seinem Traum, der schließt die Augen. Yoga Nidra bedeutet, als wenn das ganze Prakriti, die materielle Energie, Rajas, Tamas, Sattva,
in einer schlafenden Position ist. Das bedeutet nicht, dass alles Wissen jetzt verschwunden ist von Vishnu. Aber wenn wir schlafen, dann ist es wirklich fast wie ein toter Körper. Aber wenn Mahavishnu schlaft, das ist wie Yoga Nidra. Also er ist sich voll bewusst. Und das Mahatattva kreiert jetzt und Rajas und Sattvagun. Das erhöht sich jetzt. Mahatattva kommt aus ihrer Bahn und dann one tama pradhan, ek tattva, one tattva is creating. Very careful about this point. Also da kommt jetzt Tattva, Raja. Quality is going on increasing gradually, and by that increasing, the Mahatattva get distorted. And from that distorted condition of Mahatattva, then Dravya matter, also nachher knowledge, and action. Gyan, Wissen und Aktion. All three, All die drei, die kommen dann auf. and that tattva is Tama Pradhan. It is Und called das Tattva ist Dhamma Pradhan. Actually, it is named as Ahankar Tattva. Und das nennt sich wirklich Ahankara If I Tattva. speak it is false ego, it looks bad. Also falsches Ego kann man nicht sagen, man muss sagen Ahankara I cannot Tattva. speak this way as a false ego. This is not good actually. It is not actually translation. Ahankar Tattva. Das ist nicht die wirkliche Übersetzung. Falsches The Ego. Adhidevata Also of Ahankar Tattva is Sankarsan himself. And in Chitta Also Shiva ist der Astita Devata, also die vorstehende Gottheit vom Man, Ahankara. Aniruddha. Also Man ist Man, Aniruddha, Ahankar. Man, Buddhi, Chitta und Ahankara. This way I can explain after time. Also das kommt nachher, das erklärt er noch mehr. Now this Ahankar Tattva, Also das Ahankara Tattva, es ist Shankara Tattva vom Shiva Adidevata. Ahankar Tattva get distorted again. Mahatattva distorted, get distortion, and that from there Dravya, matter, Gyan and action, all three coming, is called actually Ahankar Tattva. And after that, from Ahankar Tattva, it becomes Also nach dem distorted. Ahankara Tattva, Then from there, und das when aus ihrer Ahankar Bahn Tattva, kommt, Swatik, Rajasic and Tamasic, three divisions. nachher gibt es 3 Divisionen, sind dann kreiert Sattvic, Rajasic Sattva, and Tamasic. Rajas This und Tamas. division, automatically it is done. From Sattvic Ahankar we get all Also vom demigods. Sattvik kriegt man alle Halbgötter, Those who are taking die Adhikara control of Devata, in charge, die was gewisse Positionen, ein gewisses Department in dem Universum haben. Sattvic Ahankar, from Sattvic Ahankar, Also das from kommt vom demigods Sattvik taking Ahankara. birth, Die nehmen von dort Angebot. Rajasik Ahankara, all your sense organ, sense organ, all unsere hand, Sinnesorgane, leg, eyes, Hände, ear, Augen, nose, also tongue, everything, Zunge, alles. Rajasic Ahankar, Das kommt alles von Rajas Ahankara. Das ist Indias Hamma. sense organ taking birth. Also die ganzen Sinnesorgane werden geboren. Und von Tamas, die Panchabhut, Earth, Water, Fire, Earth, Erde, Wasser, Feuer, das sind die Mahabhutas, die was dann dort geboren werden. Vayu, Khang, Mano, Buddhi, Revacha. Ether, water, is it? Five elements. Also die 5 Elemente sind dann geboren worden. All created, Panchabhut. Nennen sich Out of the Panchabhut. Panchabhut, the elements your body is built up. You think it is my body. Who is going to speak this way? Also wir denken, es ist unser Körper. So sprechen nur dumme Leute. You are policeman. Das ist wirklich dumm, wenn man so denkt. Das ist nicht der Körper. Das ist Prakriti, das ist materielle Energie. Prakriti Ma, Kama, Prakriti Ma, die Mutter Prakriti, ist die originale Mutter. This way actually, Prakriti Ma, Das giving ist birth.
Prakriti Ma gibt dort Geburt. From Sattvik Vikar, Sattvik Von Ahankar, Sattvik Ahankara entstehen die Halbgötter, von Rajasik Ahankara, die Sinnesorgane, und Tamasik Ahankara, die Panchabhut. Now this Tamasic Vikar is now this Tamasic Vikar, Tamasic, Tamasic, Bhutadi, when get distorted, das Tamas, wenn das berührt wird, nachher wird zum Akash, also Äther. Äther wird dort kreiert. Demigods. Also als allererstes die Demigötter, dann die Sinnesorgane, Tanmatras. Und nachher kommt der Raum und Äther, das ist dann zum Schluss. Und in dem Äther, dort ist der Klang vorhanden. Ether, Akash, space. So automatically we can find that when we also in Äther ist Klang. Deswegen können wir finden, so when we are speaking about ether, whatever the sound, the exact property is already there. Also wenn wir sprechen über Klang, das ist im Äther. Shabda. Is the fine property of ether. Because without ether, no sound can be transmitted. Ohne Äther kann ihm kein Klang weitergeben werden. Special property, exclusively lying here. The special property. So what you can hear, what you can watch, all basing upon this. Also alles, was du hörst und sehen kannst, das dreht sich alles um die Tanmatras und Panchabhutas. Tanmatras, nicht Panchabhutas. Also das, was du fühlst mit deinen Sinnesorganen. Saptasparshaganda. Also was du hörst und siehst, und das Wissen kannst du da ansammeln durch Klang. Sagen wir, heute kriegst du Wissen über Physik, materielle Wissenschaft. Wie kriegst du es zu dir, wenn eben der Lehrer spricht und du hörst es und nachher lernst es und nimmst es auf. Und nachher, wenn du es anschaust, dann kannst du sagen, okay, das ist das, das ist das, das ist das. Identify, because now you have knowledge. This way you see, all you can get knowledge through sound. Without sound, how you can get knowledge? Wissen kriegt man durch Klang. Was du hörst, was du siehst. And now, after that, the Akash, the space, ether, when ether become distorted, when this ether Akash become distorted, also wenn this ether, this Akash, space become distorted, then actually from there air creates. Also vom Äther kommt dann die Luft. You know, original property of Akash, this space, ether is sound, but when this Akash tattva, Panchabhutar Madhya Akash tattva, this ether get distorted, then at all this air, also das Vayu, Luft, created. der ist dann kreiert. Und in Vayu, in der Luft, Fire. 5 elements, out of 5 elements, Vayu is created by this, Akash distorted, then Vayu created. Vayu created. So naturally we can take decision, rightly, that in original, Akash Tattva, also im originalen Akash Tattva, both sound dort ist ihm jetzt Klang
und Berührung. Das muss da sein, es muss innen drin sein. So wenn Vayu von den 5 Elementen, Sapta, Sparsha, Rupa, Gandha, also das also 5 Elemente von der Natur sind Erde, Luft, Feuer, Wasser. That air distorted, then Tejo Tattva glow, or light we can say, that light Tattva created. And this Tej Tattva, light is the Tej Tattva. Jetzt kommt das Feuer, Licht. You can get some formation. Da kriegt es auch eine Form. Nicht Schatten, sondern Form. Rupa. Rup means Form. Rup here I cannot say beauty. Yes, I cannot. You can get some design or you can feel something. Also ein gewisses Design, eine Form. When Vayu is distorted, then from there Teja Tattva is created, glowing thing one, and that also is wenn es weitergeht, showing you the Rupa. Rupa means formation, form. You can also get das some sagt er dann die Form, Licht, Feuer ist Form. Und im originalen Tattva, im Akash, ist alles inbegriffen. Klang, Shabda, Sparsha, Bayogun, Rup, die Form. So, im originalen Ursprung ist es dort schon vorhanden. Es ist mathematisch, wenn die Kreation kommt, die kommt eben nach und nach, wie von einem Samen sprießt die Kreation, die entsteht. So wie aus einem Samen ein Baum wird. Und so kommt von der Kreation in der Welt zuerst vom Mahatattva, das ist der Same, und dem Wunsch von Krishna, nachher entsteht das alles, wie wenn sich das so irgendwas, was man falten kann, das faltet sich dann ab und auf. Es ist so wie wenn du was einrollst und ausrollst oder ausfaltest und einfaltest. Vielleicht kann man so sagen. Es ist die Kreation, was ausgeht und reingeht. Und nachher kommt Wasser. In unserer Wissenschaft denkt man, dass du durch Oxygen, dass du da Wasser kriegst, aber das ist da die Wissenschaft. Also in dem Wasser, da ist ein Geschmack, Rasa drinnen. Also wenn du jetzt zum Schluss wieder gehst, zum Äther, dort sind alle Sachen wieder drinnen. So eins nach dem anderen. Also du kannst alles kriegen. This creation is, we can get this kind of creation. Now there is very nice technology of Bhagavan Supreme Lord, we cannot understand how it is created. Also es ist so eine wunderbare Technologie vom Höchsten Herrn. Die Wissenschaftler, die sprechen nach langer Zeit, im Weltraum, da ist irgendwie eine Materie, was sich bewegt und es nachher entsteht. Also wie kann Materie in den Raum kommen? Von woher kommt die Energie? Wie kann das gehalten werden? Für Agitation braucht es ja Energie. So das können die Wissenschaftler nicht berechnen. So der
Kopf, der Gehirn von denen funktioniert nicht wirklich. Also die sagen einfach, dass dort der Klumpen Materie war und das wird dann bewegt. Und die NASA sagt momentan dass von einer Klangvibration die Kreation gekommen ist. Das sagt jetzt sogar die NASA, dass wir uns hundertprozentig sicher sein, dass von einer Vibration die Kreation gekommen ist, entstanden ist. Das ist, warum wir sagen, vom Gayatri Mantra, vom Om, das was von der Flöte von Krishna ausgeht, so kommen jetzt sogar die Wissenschaftler in unsere Linie. Die sagen, dass es von einer kleinen, niedrigen Frequenz ist die Kreation entstanden. Aber sie können es nicht prüfen, sie versuchen es. Und vielleicht eines Tages bei der Barmherzigkeit von Krishna, sie können es prüfen. So entsteht die Kreation. Kala, Karma und alles andere. In creation, Kala, Karma, Adrishta, Jiva, Maya, everything in it. Supreme Lord, if Jiva is not there, if Supreme Lord is not also there, wenn die if Seele Maya is nicht not da there, ist, der höchste Herr, Maya, Adrishta is not there, possibility, der Glaube, nothing can happen. All is there, original. But still you see, this way big creation coming also dort in front of entsteht jetzt die us, Kreation. taking birth in this material world, so we are watching Wir nehmen sun god, Geburt in der Welt und wir sehen Sonnengott, Mondgott, die Galaxien und so viele Dinge. Wir trinken, essen, schlafen, aber wir denken nicht darüber nach, wie ist es möglich, wie ich lebe. Aber es ist so eine schöne, wunderbare Kalkulation, Technologie dahinter. Keiner kann über das nachdenken. Aber es ist alles da, es ist alles beschrieben und geht vom Höchsten Herrn aus. Cytoplasm, protoplasm is there, you see, chromosome. How is that possible? How this cell division take place? Also die Zellenaufteilung, Millions of cells inside our body. wir haben Millionen von Zellen in unserem Körper. Some cells dying, Manche Zellen sterben, manche gehen, manche entstehen wieder neu. So, das ist ganz eine feine Technologie, was der Krishna aufzeigt. Unsere Technologie kann dem nicht mithalten. Also das ist die Beschreibung von dem Virat Vibhuti, der großen Opulent. Virat Vibhuti. Vibhuti means opulences. Third canto. Actually is third canto, not second canto, 6th chapter. Virat Purush. This way they are describing a nice description actually. After that, demigods, they are fed up because it's the instruction of the of Supreme. Hey, Brahma speaking. Actually, we can find that how Brahma coming. This creation first take place. Also die Kreation, Cosmos, all this, cosmos. Then there in this Brahmanda, also die ganze Kreation entsteht und da gibt es jetzt so viele Universen, Brahmandas, unendliche. The procedure I already told you. Now, in this Brahmanda, so in dem Brahmanda, da liegt jetzt Vishnu. Also der Karnataka, der liegt jetzt dort in alle Universum als Mahavishnu. Und bei dem Wunsch von Vishnu kommt dann vom Nabel, entsteht dann der Lotus, was sprießt. Also Brahma fragt sich dann, oh, woher komme ich, was ist meine Aufgabe? Er ist jetzt in einem dunklen Universum. Er wollte ihm wissen, seine Herkunft, und seine Aufgabe, für was er da ist. So Brahma could not realize, you see.
Brahma couldn't realize who am I. Also Brahma hat nicht wirklich realisiert, wer er ist. Und Brahma hat eben angefangen, dann runterzugehen, den Stängel vom Lotus für Tausende von Jahren, weil Krishna ist die Ursache, die Wurzel von dem Lotus. So wenn du jetzt einen Baum pflanzt, wie ist es dann möglich, dass du wieder den Samen findest? Krishna ist die Ursache. So das Samen ist verschwunden und jetzt siehst du nur den riesen Baum. So wie ist es dann möglich, die Ursache zu finden? Aber Brahma hat sich gedacht, er kann das jetzt finden. Aber ihm ist es nicht möglich. Brahma actually speaking in front of Narada all about different avatara. Different kind of gist. Brahma speaking what he heard. Und jetzt spricht Brahma über verschiedene Avatare. This way actually he is, speaking. Now after that, Brahma giving advice to Nachdem gibt jetzt Brahma den Ratschlag zu speaking in gist Narada. about the glories of that Bhagavan, Supreme Lord. Now it is your duty to expand. Idam Bhagavatam nama janme bhagavato ditam sangro vayam vibhutinam tametad vipuli kuru. Idam Bhagavatam nama janme bhagavato ditam. I already know it from this conception, this knowledge I got from Also ich habe das Idam Bhagavata Toditam. And Sangroho Ayam Vibhutinam. All different kind of glories is a summation. All I collect. And I speak in gist, but Tametad Vipulikuru. It is my instruction that you Also es ist meine Instruktion, dass du mehr und mehr Tametad Vipulikuru means you expand this one. das erweiterst. Yata Haro Bhagavati Hinam. Bhavishvati Sarvatmani Akhila Dhare Iti Sankalpa Varnayo Yatha Haro Bhagavati Ninam Bhaktir Bhavishvati Sarvatmani Akhila Dhare Iti Sankalpa Varnayo. And now you will have to expand. Jetzt musst du dir erweitern. Und in Details, also es ist deine Aufgabe, das zu repräsentieren, das Bhagavatam vor der ganzen Welt. Das sagt er jetzt zu Sukadev Gosvami. Don't try to disturb the procedure of bhakti. If this procedure of bhakti is disturbed, then the original Also störe nicht die Prozedur von Bhakti, sonst ist der originale Zweck verloren. So alle Leute sollen ein Bhakti kriegen, deswegen muss es in dem Licht von Bhakti erklären, so dass die ganzen normalen Leute Bhakti entwickeln können zum Höchsten Herrn Krishna. Haru Bhagavati Nenam Bhaktir Bhavishvati Sarvatmani Akhila Dhare Iti Sankalpa Varnayo. So you will have to take determination before speaking Bhagavad Katha, representing Bhagavad Katha. Also bevor du das Bhagavatam, Srimad Bhagavatam erklärst, das kannst du nicht erklären für Geld oder für Position, dass du das erklärst. Das ist grundlose Barmherzigkeit, dass du über das Srimad Bhagavatam sprichst. Da darfst du nichts verlangen oder nichts erwarten. Und im 8. Kapitel, 8. Kapitel finden wir als Raja. Also jetzt ist das eine Reihenfolge. Sukadev Gosvami spricht vom Sonak Adi Rishis. Sukadev Gosvami spricht vom König. Und zu der Zeit fragt jetzt, also es gibt so viele Charaktere, was da jetzt sprechen und Antworten geben.
So Raja Uvacha bedeutet, das sagt jetzt der König Pariksit Maharaja. Also manchmal muss man eben in dem Gespräch jetzt zurückgehen zu Suktal und manchmal zu Naishamya, weil das sind zwei Glorifikationen über Srimad Bhagavatam an verschiedene Orte, dass eben da jetzt so und so dargestellt sein. Also da wechselt der Sprecher manchmal in der Schrift Srimad Bhagavatam. Kathayasya Mahabhago Jathaham Akhilatmani Krishne Nivessa Nisyangyam Manastakshe Kalevaram. Now Pariksit Maharaja, the great king, speaking. Und jetzt spricht Pariksit Maharaja, der große König, O Gurudev, O Paramahamsa Sukadev Gosvami, bitte sprich weiter, was eben Brahma vor Narad gesprochen hat und was Narad, was er schlussendlich gemacht hat. Und nach den verschiedenen Lilas von Krishna. So bitte Gurudev, sprich über das alles, über die Aktivitäten von Krishna. So that I can concentrate my mind unto the lotus feet of Krishna 100%. So dass ich meinen Geist zu 100% konzentrieren kann auf Krishna und meinen Körper ganz leicht verlassen kann, wie eine Schlange die alte Hülle verlässt. Snack sometime going to cane skin. So this way I can leave my body very easily. So auf die Art und Weise verlasse ich meinen Körper ganz leicht. Ich fühle ganz leicht verlassen den Körper. So Pariksit Maharaja, das singt eben jetzt die Glorifikation. Das ist die Kraft von der Harikatha. Pariksit Maharaja spricht jetzt auf die Weise. So Harer Adbhuta Virjasya Kathas Mangalaha Kathayasya Mahabhago Yathaham Akhilatmani Krishne Nivesyo Nishangyam Manastaksha Kalevaram. I can concentrate fully unto the Lord of Krishna. I go on singing the glories of Krishna in such a way. Also geh und mach weiter und glorifiziere Krishna, nachher kann ich meinen Körper ganz leicht verlassen. Ich fühle nicht einmal, dass ich den Körper verlassen habe. Schön. As soon as you are going to hear Bhagavad Katha, also sobald du die Harikatha hörst mit komplettem Glauben, Nityan bedeutet da ohne Unterbrechung. Wenn du jetzt denkst, oh, mein Gurudev ist nicht da, ich kann jetzt nicht hören, aber du kannst dir an das erinnern, was dein Gurudev gehabt hat, auch wenn du jetzt nicht direkt von ihm hörst. Deswegen immer und immer musst du hören und dir erinnern. So ohne, dass du mehr Zeit verschwendest, jetzt sofort, dann kannst du vorfinden, dass Krishna in dem Herz sitzt. Weil die Harikatha ist so machtvoll, das machtvollste. Karno randhena swanam bhava saroruham dhunoti samalam krishno sarilasya jathasarat. Like in autumn. Autumn, you know? At the time of Durga Puja, the time is called Barsha, Sharot. Barsha. When rainy season gone, autumn. At the time also nach der Regenzeit Barsha und Autumn, also da ist alles rein, klar.
Also es ist wunderbar, wunderschön dann. Alles klar und sauber, alle Flüsse, ist alles klar. Der ganze Schlamm geht runter wieder und das sieht man alles klar dann. Also Krishna geht dann durch den Lotus, durch das Hören in der Herz, durch die Ohren. Und durch das geht alle Kontamination komplett verschwunden. Und das wird rein, wie eben in der Autumnsaison, nach der Regenzeit, wo alles rein ist und klar. Dhautu atma purusha Krishna pado mulam namanchati. Dhautu atma purusha Krishna pado mulam namanchati. Mukto sarva pariklesha panto sasaranam yatha. Dhautu atma purusha Krishna pado mulam namanchati. Mukto sarva pariklesha panto sasaranam yatha. How? Also wie, wenn du vorfinden, wenn eine konditionierte Seele Harikata hört und die reinigt das Herz durch Harikata und das Herz wird wirklich reiner und reiner und wenn das dann komplett gereinigt ist, durch das Sankirtan, Shravan Kirtan, Jalagesachan, also durch das Hören und Chanten musst du das reinigen. Das ist das Wasser, um dein Herz zu reinigen. Also wenn eine Seele aber dann jetzt schon rein ist, nachher will sie ja niemals die Lotusfüße von Krishna verlassen. Also man kriegt den Geschmack dann wirklich mehr und mehr für Krishnas Lotusfüße. Es ist nicht, dass man das dann aufgibt. Auf keinen Fall ist es so. Weil ihm jetzt der Geschmack immer noch stärker und stärker wird. Ich kann ein Beispiel geben, wie vom König Pariksit Maharaja, der was über seine eigenen Gefühle spricht. So wie jemand, der was reist, ein Traveler, für lange Zeit reist er. Manchmal kommt er in Schwierigkeiten. Und nach einem langen Reisen ist er ganz erschöpft. Und nachher kriegt er einen Platz, wo er Rast nehmen kann und Wasser zu sich nehmen kann und Prasadam. So wir machen das auch, wir gehen nahe zu Himalayas zum Beispiel. Und in der Zwischenzeit suchen wir da und da Zuflucht. Dort kann man schlafen. Rudraprayag, also in Himalayas, in dem Gebirge. Also er ist da selber hingegangen mit seinem Gurudev. Also wenn jemand jetzt reist für so lange Zeit und dann erschöpft ist, und dann findest du Zuflucht an einem Platz, wo du Rast nehmen kannst. This way you see, they are actually going on this way. Now, now actually Sukadev Gosvami going to speak the, actual starting here. Und jetzt fängt Sukadev Gosvami an zu sprechen. So Pariksit Maharaja spricht jetzt eins nach dem anderen die Frage, Pariksit Maharaja. Also das Hauptthema fängt jetzt dann an. Wie die Kreation
Anfang, er hat schon darüber gesprochen, er hat ihm schon gesagt, dass keiner der Kakshai Vishnu und vom Nabel, der liegt am Ozean der Ursachen, und vom Nabel kommt der Padma, der Lotus, raus. Und Brahma sieht eben, oh, woher komme ich, was mache ich, was ist meine Aufgabe? Also er geht runter in Stängel für Tausende von Jahren, auf und ab, aber kann nichts finden, weil ihm der Same weg ist schon. Also er kann die Ursache nicht mehr finden. Brahma kommt dann wieder zurück an die Lotusblume und nachher circa 3 kurze Wörter vor sich aufkommen. Tapa, 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 tapa. 3-mal. Und er hat sich dann gedacht, woher kommt die Stimme, wer spricht? Also er hat dann bei der Barmherzigkeit vom Höchsten hat er ist verstanden, dass Tapa bedeutet Entsagung, Austerities. After that actually, he started doing actions and finances, concentrating mind by his long tapasya. Also dann hat er lange Tapasya ausgeführt und der Höchste Herr ist zufrieden worden. After that, Brahma was so controlled. He is controlling his mind and body very nice way. So much tapasya, nice. Krishna became very happy. Also Krishna ist ganz glücklich geworden. Und er hat ihm jetzt dann gesagt, jetzt bei Kunta Loka. So Krishna macht jetzt das, offenbart ihm das ganze Mysterium. Oh, schau mich an, da bin ich, da existiere ich, das ist meine Welt. Bachan samabudataha satapatra lochanaha pisangavastaha suruchaha supeshasaha sarve chaturbahavaha. As the Vaikuntha Parshad also watching, and Krishna showing him, you see, here I am. Also Krishna sagt ihm, dort ist es, das ist ein heiliger Aufenthaltsort. Mein Darm. Der sagt ihm jetzt alles. Und nachdem ist Brahma so zufriedengestellt worden und hat dann angefangen zu weinen, heraus aus seiner Liebe. Also Tränen sind runtergerollt, seine Wangen. Alad bedeutet Ladini Shakti. Also ein Vergnügen ist in ihm aufgekommen. Eine Glückseligkeit, Ananda. Also wenn er dann die höchste Persönlichkeit gesehen hat, all seine Haare am Körper sind hochgestanden und alle die 8 Erscheinungen Sattvic Vikars an seinem Körper, die hat man gesehen. So heraus aus der Liebe sind Tränen geflossen. Also nur die Paramahamsa, die können sehen. Die können mich sehen. Und jetzt habe ich ja die Möglichkeit, die zu sehen. Hat er gesagt. Also der originale
praja visarge nijo sasnarhanam babas ishats smito chisagira priyaha priyam pratimanaha kare sprisham. Like one friend shaking hand with another friend, like that. Krishna taking the hand of Brahma. Wie ein Freund die Hand nimmt von einem anderen Freund, nimmt jetzt Krishna die Hand von Brahma und sagt zu ihm, mach weiter so, ich gebe dir die Verantwortung für die Kreation von dem materiellen Universum. Also wie ein Freund schüttelt er die Hand mit ihm. Also ganz freundlich spricht er mit ihm. Taya aham tasitaho samyak veda garbho sikshaya chiram bhritena tapasa dustosoho kuta yoginam. Those who are not doing perfect yoga, they cannot get me. But you are doing yoga. Diejenigen, die was perfektes Yoga machen, die können ich nicht mitkriegen, aber du machst Yoga für meine Zufriedenheit. Deswegen kannst du mich erreichen. Kuh-Yoga, Kutta-Yoga, Kabat-Yoga. Es ist falsches Yoga. Aber bei dir bin ich zufriedengestellt. Von dir. Von deiner Entsagung, von einer Tapasya, das ist für meine Zufriedenheit. Du machst nichts für dich selber. So Veda Garba, das ist ein Wort, weil ihm die Vedas aus seinen 4 Köpfen kommen, von seinen 4 Lippen. Also er hat 4 Richtungen, 4 Direktionen, 4 Gesichter. Und in den 4 Gesichtern, dort von den 4 Mündern, kommen eben die Vedas dann. Veda Garbo ist ein anderer Name für Brahma. Hiranya Garba bedeutet da, wenn in der Kreation keine fitte Person gefunden wird, dass sie Brahma die Position einnehmen kann, nachher nimmt Vishnu selber die Position an. Und das nennt sich Hiranya Brahma. Hiranya Garba Brahma. Das ist dasselbe wie Vishnu. Also er handelt nur so als Brahma, weil im Chor eine Person da ist, die was jetzt qualifiziert ist, den Job auszuführen. So das ist Vishnu selber, Hiranya Garba, Brahma. Und Veda Garba nennt sich der Brahma, von dem die Vedas kommen. Also was willst du? Ich möchte dich gern segnen. Was für Segnungen willst du von mir annehmen? Ich kann dir alles geben. Now actually be careful. Tapo me hridayam sakshat aham tapaso anagha srijami tapassai vedam gasami tapasa puno bibharmi tapasa visyam virijam me duscharam tapaha. Tapasya is my, power. Bhagavan speaking. Tapo me hridayam. Tapo is my heart. But you are losing your, power by enjoyment. Enjoyment means losing. Tapa, Entsagung ist Herzen, aber Vergnügen, durch das verliert man seine ganze Kraft. Die Sadhus, die wollen nicht sich irgendwie vergnügen in der Welt, weil dann nur seine ganze Energie weggezogen wird. So, du musst die Kraft vom Bhajan dann wieder hergeben, was du da angesammelt hast. Wenn du irgendwelche Dinge da mit denen die vergnügen willst in der Welt oder wenn da irgendwas was anbietet, Sadhus nehmen das nicht an, weil sie sich eben denken, dass durch das Annehmen dann kommt ein gewisses Ding von meiner Energie, vom Bhajan weg. Vibharta bedeutet erhalten. Vibhasya tapasya vishvam. Also my virya is tapa.
8:45. This way you see, everything is possible for my tapa. So I also, by my mercy, you also understood this point. So durch die Tapa hat das eben, jetzt ist er eben erfolgreich gewesen. So Brahma hat für Tausende von Tausenden Jahren die Entzaugung gemacht. 1000 Divya für so eine lange Zeit. So er war sehr zufrieden mit ihm, Krishna. Und jetzt will ich dir wirkliches Wissen geben. Actually, Brahma now crying. Und jetzt ist Brahma am Weinen. Oh, du hast mich so gern. Ich habe das nicht realisieren können, dass du der Ursache aller Ursachen bist. Original. Also du liebst mich so sehr, ich kann das nicht glauben, dass du so eine hohe Liebe für mich hast. Also für lange Zeit habe ich gedacht, dass du formlos bist, sagt jetzt Brahma. Gopinath means Lord Krishna, Gopinath, Gopi, those who are taking care of Gopi totally. There's a Gopinath. Also Gopinath ist ein Name für Krishna, diejenigen Gopinath, der was eben auf die Gopis, sich um die Gopis kümmert. Gopinath, das Wort Nath. Paravare yatha rupe janiyam te tu rupinam. What I am asking you already know? Give me. Nobody can see your group. Somebody thinks that you are formless. But you have aprakis transcendental group. As this you are showing in front of. Also manche denken, dass du eben keine Form hast, dass du formlos bist. Aber ich will jetzt beides wissen. Die Prakrita und Aprakrita. Ich will beide Geheimnisse jetzt wissen. Deine manifestierte Form, das Svarup, und wenn du formlos bist. Also beides möchte ich jetzt von dir erklärt kriegen. Parikarmani sthito ma me samanyadamado ajamaninaha. I want to get one blessing from you. Also ich will eine Segnung von dir. Also ich kümmere mich um das Universum, aber ich kann dann eines Tages kann es aufkommen in mir, dass ein Ego entsteht. Oh, ich bin derjenige, der was das Universum erschaffen hat. Also bitte segne mich, dass das nicht in mir aufkommt. Und du hast mit mir eine Beziehung wie ein Freund. Du berührst meinen Freund, meine Hand und sprichst so mit mir. Also Brahma sagt, okay, er kann versuchen, nach deinen Segnungen nach mir um das Universum zu kümmern und das zu kreieren. Restlos werde ich den Dienst auszuführen zu dir, aber ich brauche die Segnung, dass sie bitte nie das falsche Ego in mir aufkommt, dass ich der Erschaffer von dem Universum bin. Also bitte segne mich, dass niemals das falsche Ego in mir auftretet. Bhagavatam first sloka I started. Janmanasya yata tata bhikshasaha Brahmaidaya adikavane muyanti surayu teyo varividaya yatha vinimayuti sargaham risa dhanya seno sada nirasta kuhakam satyam param dhimahi Same thing. Also es ist jetzt das Gleiche. Same topics is coming. Das gleiche Thema kommt bei mir jetzt wieder. Supreme Lord. By Supreme Lord,
Es ist der höchste Herr und durch den höchsten Herrn kriegt Brahma das Wissen zugeteilt. Also das ist, warum im Bhagavatam ist der erste Vers so dargestellt, weil ihm also ich werde jetzt all die Geheimnisse zu dir sprechen. Jnanam paramam Jnanam paramam. You know, this way, Vijnana Samannitam, Vijnan means auf der Weise Vijnan bedeutet ganz geheimes Wissen. All about me, this knowledge is very secret. Also es ist ganz I am expressing myself in different form. Also ich zeige mich selber in verschiedene Formen. But still, originally I am one. Aber original bin ich einer. Also das ist mein Adhyay. I am Adhyay. I am in Adhyay. Not well. But still, I can express myself in also ich bin einer, aber ich kann in verschiedene Formen erscheinen. So das ist das Geheimnis. Also ich bin voller Mysterien. Und ich habe den Schatten Maya, die illusionierende Energie, die was alle die Seelen verschleiert. I can express myself in different forms. Still, my, I cannot break. Also ich kann nicht brechen, das Advaya Gyan Tattva. Ich bin immer einer. Srila Bhaktivinoda Thakur erklärt es auf die Weise. Also er spricht jetzt gleich kurz, aber wenn er das Chatur Bhagavatam erklärt, braucht es so lange Zeit. This creation, this thing, how Jivatma coming, Rahasya, how I maintain, take care, all this, So wie das Universum erhält, zerstört, all das, das kommt alles, wird dir jetzt offenbart. How I am. Also Javanaham. Was ist mein Swarup, was ist meine Form, was ist meine Stimmung? Und was meine Aktivitäten sein? Meine Aktivitäten, meine ganzen Lila, meine ganzen Spiele. So von dir selber kannst du nie erfolgreich sein, das zu wissen. Nur ich habe dir jetzt die Segnung gegeben, dass das automatisch in deinem Herzen aufsprießen kann, das Wissen und entstehen kann. Weil ich dir eben jetzt Barmherzigkeit gebe. Deswegen kannst du das verstehen. Und du wirst dort dann alles vorfinden in deinem Herzen. Normalerweise beim persönlichen Aufwand hast du da keine Möglichkeit. Also die höchste Persönlichkeit ist die Ursache von allem, aber wir können es nicht realisieren, weil die Welt so voll Illusion ist. Deswegen können wir das nicht fühlen. Krishna ist die originale Ursache.
Rite artham jat pratyeto na pratyeto chatmai. Sometime in the absolute truth you can find false, ambiguity. You can false is false. Also manchmal findest du in der höchsten Persönlichkeit, dass es falsch ist. Manchmal findest du in der Welt, dass es richtig ist. Also du sagst, dass die absolute Wahrheit, Gott existiert nicht, dann denkst du, das ist falsch und die materielle Welt ist richtig. Oder du denkst dann, dass eben die materielle Welt falsch ist und Krishna richtig. Das andere ist falsch. Also so kann die Seele verwirrt sein. Die Mayavadis, die sprechen zum Beispiel, dass die ganze Welt wie ein Traum ist, eine Realität in der Welt. Aber es ist nicht so. Aber wir können alles anfassen in der Welt. Also Brahma and take the form of this material sansar. Brahma is an illusion, that's why Brahma, all Jivatma is Brahma, they are in illusion, that's why we are thinking it. Also deswegen ist alles in Illusion. They can feel, I am Brahma. But this is totally false. Also die Mayavadis, die kommen dann zu dem Schluss, dass sie denken, dass sie selber im Brahma seien. Aber es ist 100% falsch. Also die Mayavadis, die sprechen, wie zum Beispiel wie ein Seil für eine Schlange gehalten werden kann. Also das Konzept von der Schlange, das muss da sein, dass du überhaupt so denken kannst. Also das muss im Herzen von dem sein, warum er so spricht und warum er Angst hat. Am schönsten, wenn keine Schlange überhaupt da ist, nachher woher kommt dann die Angst? Dann weiß man ja nicht, was die Schlange ist. Warum hast du dann Angst? Da muss ja immer ein Konzept da sein, dass du eine Schlange schon einmal erfahren hast, oder dass du eben Angst hast. Und die Vaishnavas, die sagen eben, dass die Kreation 100% da ist, aber sie ist unstabil. Also es ist wirklich, es ist wahr, aber unstabil. Alles vergänglich, temporär. Aber du kannst nicht sagen, dass es falsch ist. Es ist alles da, aber man muss sagen, dass es temporär ist. Und wechselt seine Formen. What is avas? What is tama? I can give one example. Avas and tama. Avas means, suppose also Abbas bedeutet, wenn du zum Beispiel Sonne ist, eine einmalige Sonne, aber du kannst tausende Sonnen finden in einem Wassertopf, der was auf der Erde dort steht. Da ist eine Sonne, da ist eine Sonne, da ist eine Sonne, die Reflektation. Some glass is there, just near that water pot, where that sun is reflected there, one glass is there, black glass, and that reflection again coming there. Also die Reflexion, die geht immer weiter zum nächsten Objekt. Von der Sonne kommt es zum Glas oder kommt es auf die nächste Wand. Also die erste Reflexion, also ist eine direkte Reflexion, dann kann man wissenschaftlich sagen, aber dann von dem Objekt wieder zum nächsten, das ist eine negative Reflexion auf eine schwarze Wand zum Beispiel. Das nennt sich Abhyas. In window, in this glass, you are getting the picture of sun falling here, again they reflected them from reflection again. That is called avas. And tamo means, now it is daytime.
Also du kannst dann denken, oh jetzt ist Tag und die Sonne geht und jetzt ist keine Sonne mehr da, aber das bedeutet nicht, dass die Sonne nicht wirklich da ist. Die Sonne ist immer da. Also die Sonne geht am Abend unter und dann sagt jemand, eine Person, oh, die Sonne ist nicht mehr da. Aber sie wandert einfach weiter, also die Sonne ist immer da, sie geht nicht. Und das gleiche Argument kannst du auch viel im Bhagavatam finden, dass wie die Sonne ist da und nachher kommt eine Wolke und verdunkelt und die Sonne, das bedeutet nicht, die Sonne ist was Großes, so wie kann jetzt eine Wolke die Sonne verdecken, sondern die Wolke die bedeckt nur deine Augen, nicht die Sonne. Die Sonne ist viel, viel größer. So ist unmöglich. Similar thing, you can find this kind of argument, you see? Rite artham yat pratiyetana pratiyeto chatmani tad vidyat atmanumayam yatha bhaso yatha tamaha. So about absolute truth, you can get this kind of nice argument. Again, then after that, Bhagavan speaking, yatha also nachdem hat Bhagavan gesprochen, weiter. And Pravishtanna pravishtani tatha tesu no tesu aham. Krishna speaking in front of Brahma. Also Krishna spricht jetzt wieder weiter von Brahma. Yatha mahanti, mahanti mean Yatha mahanti, mahanti bedeutet alle 5 Elemente von der kosmischen Welt. Also das sind alle 5 Elemente und original haben sie... Follow my point. Am I right? Don't follow? You see, so foolish people coming in. You know, here actually, yatha mahanti bhutani bhutesu uchchapachishonu pravishtanu pravishtani tatha tesu no tesu aham. In this cosmic, manifestation, also in der kosmischen Manifestation sind alle 5 Elemente da. Und die haben ihre separate Existenz. Also die haben ihre originale Position, die Elemente. Also vielleicht bin ich überall, omnipräsent. In jedem Staubkörnchen kannst du mich finden. Also es war eben mit Hiranyakashipu, dass er herausgekommen ist aus der Wand. There it is written. What is written? To prove that my servant, my Vidya, my Sevak speaking the right. Eben, dass der Diener die Wahrheit sagt, hat er sich selber manifestiert. Das war der Grund. In this way, actually, yatha mahanti mean all the 5 elements. The ultimate ingredients. The ultimate ingredients of this material construction. Schlussendlich manifestation. Yatha mahanti bhutani bhutesu uchchapachishunu. You can find, amoeba, one coast shell. You can find one, cockroach. You can find one rat. You can find eine Ratte finden, ein Reh, ein Tiger, eine Schlange, oder den Körper oder einen Elefantenkörper. So alle Körper, die kommen von Maya Devi. Das ist die originale Mutter. Your mother is not mother, Kamakama is the mother, original. Original is more original is Krishna. Tameva mata chapita tameva
tameva bandhuscha sakha tameva vidyam davinam tameva sarvam mama deva deva. There is a final conclusion of a devotee. Also der Vater ist die Frau, Mutter, Vater, das ist alles Krishna für einen reinen Devotee. Das musst du fühlen, das ist Siddha. Siddha bedeutet, also die Position, wo du das fühlst, dass du wirklich das siehst, wie es ist. Jetzt, unser Darshan, unsere Sichtweise ist ein Trugschluss. Das ist nicht, wie es wirklich ist. So, wir müssen dahinter gehen und dann das anschauen. Jetzt haben wir eine trugschlüssige Sichtweise. So, wir wandern auf und ab in die 14 Planetensysteme. Es sind so viele verschiedene Körper, von Brahma zu Ameise, zu Bäume, das sind alles verschiedene Kompositionen von der materiellen Energie. Aber es ist alles selbe. At the same time, the five elements entering, at the same not entering, exclusively they have their own position and rank. Same thing with me. I am everywhere. Also die 5 Elemente, die gehen ein, aber haben trotzdem ihren Ursprung. Dasselbe ist mit mir. Ich gehe auch überall ein, aber ich habe meinen Ursprung. Also ich habe wundervolle Beziehungen mit meinen Devotees in meinem ewigen Reich. So, das ist Goloka Vrindavan. Aber doch bin ich ja überall in den materiellen Welten. Aber ich habe meine separate Identität, mein Swarup der. Also ich bin einer und doch viele. So überall, in was für Situation du was gebracht wirst, in der Situation oder der Situation. So weit kann einer gehen und über die Wahrheit nachfragen. What kind of interrogation you can put is the last limit. Etavadeva jigyasam tattva jigyasunatana. Those who like to gather tattva gyan, for them, ultimately you search, you can find, is the, topmost, because the final. Finally you can. That tattva gyan given by Brahma and Krishna also das Tattva Gyan, was von Krishna gegeben worden ist final. Und Brahma ist die richtige Person, was das angenommen hat. Und er hat da die Fragen stellen können. Ein anderer kann vielleicht die Fragen gar nicht stellen. Und bis zu dem Punkt kann einer Fragen stellen, um Tattva Gyan, das Wissen zu kriegen. Also die, was nachfragen über das Tattva, du bist die schlussendliche Schlussfolgerung. Direkt oder indirekt, in was immer du für eine Situation bist, das macht eigentlich nichts. Das ultimate Limit bist du. Also du wolltest Segnungen von mir. So Krishna fragt ihn Brahma, du wolltest Segnungen von mir. Brahma sagt, dass er eben eingeteilt ist, um das materielle Universum zu führen. Aber bitte segne mich, dass ich niemals ein Ego entwickelt in mir, dass ich das Universum führe. Und jetzt gibt er ihm Instruktionen und sagt, meditiere über das. Also,
Ich segne dich, dass du nicht hypnotisiert wirst bei meiner Maya, bei meiner illusionierenden Energie. Die macht dir keine Schwierigkeiten mehr für den Zeitraum, wo du lebst. Das ist nämlich ein spezieller Dienst, was ihr da gibt. Das ist der Dienst von der Kreation, Rajaguna. So Shankaracharya, der macht die Ausführung vom Dhammaguna und Brahma vom Rajaguna. Boom, Shankar. He's very happy. Always happy. Ashutosh. Always happy. Also Shiva ist immer glücklich. Ashutosh. Immer mit halb geschlossenen Augen und meditiert, sieht immer Krishna. So nice representation. By Supreme Lord in front of. Also so wunderbare Repräsentierung vom Höchsten Herrn, vom Brahma. Und jetzt sprechen wir noch einen Vers und dann schließen wir das Kapitel. Now I can give the gist. Tomorrow I can explain first and Dasam Adhyaya, 10th Adhyaya, the original reason. Now you can find out some reason they are oriented in this cosmic manifestation. Also jetzt ist der 10. Kapitel. Die Beschreibung über die universelle Form. Varnayanti Mahatmanaha Srutena Arthena Chandasa. One thing is there, the ultimate objective to be proved. One ultimate thing Also Ursache ist da, was? That is to be true, to be proved. Was geprüft werden muss. Du musst es prüfen durch eine gewisse Prozedur. Atto Solga Vishasya Shanam Mudayo. Also das sind 10 Faktoren, ultimativ, um mehr und mehr klar das zu verstehen, musst du den 9 Brahmans durchgehen. Through which you will have to prove that. I mean, Krishna is the only objective to be proved. Also Krishna, that is, Atra sarga visargasya stanam pasana mutayoho mannantare shanu katha nirodha muktirasrayoho dasamasya vishuddhartham. The 10th, the final topics. Also das schlussendliche Thema. Varnayanti Mahatmanaha Srutena Arthena Anjasa. The ultimate point is that you will have to come to the conclusion through this 9 evidence. And Krishna is the ultimate thing to be proved. Also Krishna ist in Prameya and Praman. There are 9 different kind of Praman proved. And ultimate Krishna is the ultimate to be proved through this 9 procedure. Also durch die 9 Dinge muss das geprüft werden.